Geht das noch laut? Ah, jetzt haben wir es richtig. Einen schönen guten Abend und vielen Dank, dass Sie es mir nachsehen. Meine Verspätung, nicht von mir verursacht, es war die Deutsche Bahn. Ich hätte vor 1,75 Stunden schon hier sein sollen. Nun bin ich da, begrüße Sie herzlich. Wir feiern heute einen runden Geburtstag, aber wenn wir ehrlich sind, zum Feiern ist uns nicht zumute. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Trippe. Wenn ich nicht moderiere, dann leite ich die Osteuropa-Redaktion der Deutschen Welle mit Sitz in Bonn und Berlin. Dieser runde Geburtstag vor 50 Jahren ist das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz der Kultur, des Kultur- und Welterbes in Kraft getreten. Das Welterbe. Das, was uns allen gehört, das Erbe der Menschheit, universell wichtige Kulturgüter. Was aber, wenn dieses Erbe bedroht wird durch einen Krieg, durch politisch gewollten Vandalismus? Es gibt eine noch ältere Übereinkunft als dieses UNESCO-Abkommen. Das ist die Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten von 1954. Seither zieren, kennen Sie alle, diese Emaille-Schilder, wichtige Gebäude, Kulturdenkmäler, das weiße, auf die Spitze gestellte Quadrat mit den blauen Dreiecken. Darüber werden wir noch reden an diesem Abend. Vor ein paar Tagen habe ich im Fernsehen in der ARD, nicht bei uns, bei der Deutschen Welle, eine Reportage aus Lemberg gesehen, in der Westukraine, wo Bürgerkomitees begonnen haben, Denkmäler, prachtvolle Hauseingänge notdürftig zu verschalen, in Bretter verhauen. Sie haben Planen, Verkleidungen, Decken um diese Denkmäler gelegt. Lemberg ist eine Stadt, die besonders viele dieser blau-weißen Schutzschilder trägt, aber offenbar vertrauen die Bürger von Lemberg der Schutzwirkung dieser Schutzschilde nicht. Und damit sind wir mitten im Thema dieses Abends, die Zerstörung von Kulturgut als Kriegsstrategie, versehen mit der spannenden Zuspitzung, wie der militärische Kulturschutzgut in bewaffneten Konflikten verbessert werden kann. Das ist unser Thema heute Abend und ich möchte Ihnen unsere Gäste, unsere Panelisten vorstellen. Dr. Sabine von Schorlemmer, Professor Dr. Sabine von Schorlemmer. Sie ist Professorin für Völkerrecht auf dem UNESCO-Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der TU Dresden. Zugeschaltet aus Berlin Professor Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und in der Leopoldina Sprecher der AG Archäologisches Kulturerbe. Er hat gerade eine wichtige Handbewegung gemacht, nämlich kurz gewunken. Das haben wir auch verabredet. Wenn er spontan was sagen will, wird er nachher den Arm heben. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Professor Dr. Matthias Rock, Oberst im Generalstab. Er lehrt an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Oberst Rock war Gründungsdirektor des Militärhistorischen Museums in Dresden. Und Alexander Gatsche, er ist Restaurator, Kunsthistoriker. Seine Dissertation schreibt er über militärischen Kulturschutzgut. Und er hat viel mit Blue Shield zu tun, der Organisation, die sich um diese Emaille-Schilder kümmert. Da reden wir gleich drüber. Ihnen allen noch einmal ein herzliches Willkommen. Und bevor wir dann gleich loslegen mit den Inhalten, ein paar Worte zum Ablauf dieses Abends. Wir hören jetzt kurze Impulsvorträge, kurze Einführungen in die Thematik und werden dann ein paar Runden hier auf dem Podium diskutieren. Und dann sind Sie herzlich eingeladen, ich könnte auch sagen aufgefordert, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen. Wir haben 2 Saalmikrofone, keine Attrappen, die funktionieren. Und wir haben auch Zuschauer im Chat, die können Fragen stellen über den Chat, die werden eingesammelt. Diesen Chat organisiert die Volkswagen Stiftung, die diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Leopoldina möglich gemacht hat. Auch dafür ein Dankeschön. Und jetzt geht's los. Frau von Schorlemmer, wenn ich Sie bitten darf, Sie als Völkerrechtlerin haben die großen transnationalen Zusammenschlüsse, die internationalen Organisationen im Blick.
nach welchen Rechtsregeln die arbeiten, wie die sich kümmern um den Schutz von Kulturgütern. Welche Rolle können die Vereinten Nationen, die Europäische Union und auch die NATO spielen? Verehrte Anwesende, Kulturgutzerstörung, noch dazu absichtliche, hat keinen Platz im 21. Jahrhundert. Sie verstößt gegen Werte unserer Zivilisation, sie zielt auf den Verlust des historischen Gedächtnisses der Menschheit, sie verletzt unsere Würde und unsere Identität. Sie ist wie jeder Krieg auch ein Rückfall in die Zeit vor die globale Weltordnung, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Vereinten Nationen erfolgreich errichtet haben. Und doch, wir beobachten ein Aufflammen kultureller Kriegsführung, Cultural Cleansing, der Ausdruck, den frühere Generaldirektorin der UNESCO, Irina Bokova, geprägt hat. Eine Kriegsführung, die dazu genutzt wird, bestimmtes Kulturgut von bestimmten Gruppen und Gemeinschaften zu vernichten. Die Zerstörung dieser Güter soll die Gemeinschaften treffen, der dieses Kulturerbe zugeschrieben wird. Und es geht letztlich um identitätsbasierte Gewalt, wie wir es neu in der Ukraine mit Schrecken beobachten. Und so fragt diese Leopoldina Lecture zielführend, wie die Vereinten Nationen, wie die EU, wie die NATO, also internationale Organisationen, reagieren können, um Kulturgut besser vor absichtlicher Zerstörung zu schützen. Angesichts der absichtlichen Kulturgutzerstörung, wie wir sie in den letzten Jahren beobachtet haben, durch nichtstaatliche Gewaltakteure in Syrien, in Irak, in Mali, haben die Vereinten Nationen geschlossen gegen Verletzungen von kulturgutschützendem Recht reagiert. Wir wissen es alle, der UN-Sicherheitsrat, der hat Beschlüsse gefasst, der hat die neue kulturgutschützende Mandatierung vorgenommen für MINUSMA in Mali. Wir wissen auch, dass der Internationale Strafgerichtshof gehandelt hat. Er hat das erste kulturgutschützende Urteil angenommen wegen Kulturgutzerstörung in Mali gegen Al-Faki al-Mahdi. 9 Jahre Haft, 2,7 Millionen Euro Geldstrafe. Und die UNESCO, sie hat ebenfalls reagiert als Teil der Vereinten Nationen. Sie hat eine neue Strategie angenommen und sich auch der Kulturgutzerstörung in bewaffneten Konflikten zuzuwenden. Sie hat eine eigene Unit geschaffen in der UNESCO selbst, die sich mit diesen Fragen befasst. Sie hat mehrere Partnerschaftsabkommen geschlossen mit wichtigen humanitären Akteuren. Ich komme nochmal darauf zurück. Und nicht zuletzt, sie hat auch eine neue Strategie gegen Extremismus ausgearbeitet, um potenzielle Nachahmer von solchen absichtlichen Kulturgutzerstörungen von ihrem Tun abzuhalten. Und sie hat insofern auch auf Bildung und Aufklärung gesetzt, was ebenfalls sehr wichtig ist. Und dieses, wie ich finde, doch beeindruckend umfassende, auch von deutscher Seite unterstützte Maßnahmenbündel zeigt, was die Vereinten Nationen ganz generell zu leisten vermögen. Sie fordern von ihren Mitgliedstaaten die Einhaltung, die Respektierung der Rechtsregeln. Sie reagieren auf Verstöße und das halte ich für entscheidend, sie schaffen Bewusstsein auf der Weltbühne, aber auch in den Hauptstädten der Staaten und auch in der Zivilgesellschaft, Bewusstsein für die Notwendigkeit der Einhaltung universeller Rechtsregeln und schaffen somit die Basis für die notwendige Solidarität der internationalen Gemeinschaft, um gegen absichtliche Regelverstöße und auch Kriegsverbrechen vorzugehen. Wo stehen wir heute? Das ist angesichts der Situation in der Ukraine nicht einfach zu beantworten, weil wir die Kriegsverbrechen tagtäglich sehen. Ich denke aber dennoch, dass wir Fortschritte gemacht haben in den letzten Jahren in Bezug auf einen Kulturguterhalt, der robust bezeichnet werden kann. Robust in dem Sinne, dass es um den physischen Erhalt vor Ort von Kulturerbe geht. Und hier zu nennen etwa, wir werden sicher noch davon sprechen, dass wir mehr Möglichkeiten haben für sichere Häfen, auch mehr Angebote für Safe Havens errichtet haben.
Zum Zweiten, dass es etwa eine neue Vereinbarung auch mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gibt, dem wichtigsten humanitären Akteur im Kriegsfall, zwischen dem IKRK und der UNESCO, wo sich das IKRK bereit erklärt hat, auch an der Evakuierung etwa von Kulturgut mitzuwirken oder auch technische Ausrüstung diesbezüglich zu leisten. 2016 hat die UNESCO dieses Memorandum of Understanding mit dem IKRK abgeschlossen. Wir wissen auch, dass es Bereiche gibt, wie etwa die Taskforce, die in der UNESCO auf den Weg gebracht wurde, 2016 mit einer Verständigung mit Italien zusammen. Ein Mechanismus für schnelle Mobilisierung, bestehend aus hochqualifizierten Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des Kulturerhalts, gemeinsam mit Carabinieri. Das ist also ein Mechanismus, der auch gegen Vandalismus, gegen Plünderungen und auch sicherlich zur Verbringung von Kulturgut in sichere Häfen wirken kann. Die Hauptherausforderung, wenn ich das so aus meiner Sicht schildern darf, die Hauptherausforderung besteht aber weiterhin darin, bei absichtlicher Kulturgutzerstörung auch den physischen Schutz von unbeweglichem Kulturgut zu sichern, Welterbestätten etwa. Wie kann man sie sichern? Und hier viel diskutiert, auch in der völkerrechtlichen Literatur, natürlich die Blue Helmets of Culture, die Kulturblauhelme. Kann es sie geben? Ja, es kann sie jederzeit geben, weil der UN-Sicherheitsrat solche Missionen auch ad hoc mandatieren kann. Mit Zustimmung des Gastlandes können sie disloziert werden, auch als Standalone-Einheit. Da müsste man sich natürlich fragen, ist es auch ein wirksames Mittel, um solche kulturellen Schutzzonen durch Blauhelme zu sichern, angesichts des Umstandes, dass dann auch vielleicht Zulauf kommt von Zivilpersonen, dass solche Kulturschutzzonen vielleicht auch extra angegriffen werden. Das kann man sicherlich vertiefen. Zielführender vielleicht als Standalone-Einheiten von Blauhelmen im Bereich Kultur ist meiner Einschätzung nach das sogenannte Embedded Peacekeeping. Das heißt letztlich nichts anderes, dass der Kulturgutschutz integriert wird in reguläre Friedensmissionen, sei es eine Friedensmission der Vereinten Nationen, der NATO, der EU. Und hier ist zweifelsohne Vorbild MINUSMA, die Stabilisierungsmission in Mali gewesen. Das war das erste Mandat der Vereinten Nationen mit Resolution 2100 im Jahr 2013 für diese Mission, wo es darum ging, die Übergangsbehörden in Mali zu unterstützen beim Schutz gegen Angriffe auf Cultural Sites, wie es hieß in dieser Resolution, und zwar in Zusammenarbeit mit der UNESCO. Wir haben aber auch darüber hinausgehend Ansätze für Embedded Peacekeeping, etwa bei der NATO. Die NATO selbst, sie sieht Kulturgutschutz als einen integralen Bestandteil des Konzepts der menschlichen Sicherheit, als Teil auch der Bemühungen um den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten im bewaffneten Konflikt. Bereits die NATO-Policy von 2016 for the Protection of Civilians hat dies ausgeführt. Und die eigentliche Neuerung liegt darin, dass man den Schutz von Zivilisten erweitert, nicht nur auf Personen bezieht, sondern auch auf Objekte. Und wenn der Zivilschutz stattfindet, dann geht es auch immer darum, so sieht es diese NATO-Policy for the Protection of Civilians 2016 vor, eine sichere Umgebung zu errichten. Und das letztlich ist ein Ansatz, der wichtig ist. Die NATO selbst betrachtet das Kulturgutschutzrecht als Core Regulatory Instrument, als ein wichtiges regulatorisches Kerninstrument. Die NATO selbst hat schon Erfahrungen gesammelt, wir werden sicher auch davon hören, im Kontext des Kulturgutschutzes in verschiedenen Einsatzgebieten, sodass ich meine, dass wir hier mit dem Embedded Peacekeeping tatsächlich ein Instrumentarium haben, was sich als zukunftserweisend könnte, weil es dazu dient, letztlich Sicherungsmaßnahmen auch der lokalen Kräfte zu unterstützen, Plünderungen einzudämmen und auch Vandalismus einzudämmen. Und das ist in jedem Fall auch ein Signal, dass das Kulturerbe der Welt nicht zerstört werden darf, dass wir das auch nicht dulden. Und noch einmal, die Ausdehnung von dem Zivilschutz von Personen auch auf das Eigentum, auf das zivile Eigentum, ist etwas, was im humanitären Völkerrecht auch angelegt ist, aber hier in der Mandatierung seinen Ausdruck findet. Blicken wir auf die EU am Weiteren, dann wird man sagen können, dass auch hier
der Kulturgutschutz zunehmend integriert wird. Das waren zunächst zivile Missionen, aber bemerkenswerterweise gibt es 2021 auch ein neues Konzept, was vorsieht, dass auch entsprechende Komponenten geschaffen werden im Bereich der präventiven Maßnahmen, im Bereich der Sicherungsmaßnahmen und Wiederaufbaumaßnahmen. Man hat sich also mit den gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungsmissionen der EU hier auch auf den Weg gemacht und hat letztlich auch hier Kulturgutschutz eingeschlossen in Missionen, die man plant. Empfehlung wäre vielleicht, dass die EU mit ihren Ansätzen sich auch stärker koordiniert mit denjenigen der NATO und der Vereinten Nationen, weil wir wollen ja immer auch die Doppelarbeit vermeiden. Lassen Sie mich vielleicht zum Schluss kommen und mit der Hoffnung auch schließen, dass es gelingen möge, im Kontext dieser hier kurz skizzierten neueren Entwicklungen auf der Ebene der internationalen Organisationen auch Handlungsspielräume in Zukunft besser zu nutzen und auch Wege zu finden, um Verbrechen am Kulturgut der Menschheit einzudämmen und die Zerstörung von Kulturgut als Kriegsstrategie zu reduzieren. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Matthias Rock, Sie sind schon angesprochen worden. Die NATO, wie sie sich engagieren könnte, wie sie sich engagieren sollte. Nun die Frage, welche Rolle spielt es denn, das Thema Kulturgutschutz im Krieg bei der Bundeswehr? Spielt es überhaupt ein Thema? Ist es eine Rolle? Ich bin Historiker und als Historiker habe ich ein natürliches Misstrauen den Zeitzeugen gegenüber. Man sagt ja immer so schön, der Zeitzeuge ist der natürliche geborene Feind des Historikers. Und ganz besonders schlimm ist, wenn man als Historiker selbst ein Zeitzeuge ist. Aber ich wage das mal. Ich gehe weit zurück in meine Anfänge als junger Offizier. 1988 machte ich im Rahmen einer Geländebesprechung der Heimatschutzbrigade 54 mit allen Offizieren der Brigade, wir waren so etwa 100 Mann, Frauen gab es damals noch nicht, eine taktische Geländebesprechung im Saarland. Und unser Brigadekommandeur, ein sehr schneidig auftretender Typ, wählte dazu einen Besprechungspunkt beim Viadukt Talbrücke Oberkirchen im St. Wendler Land. Und wir standen dort oben, weil wir einen wunderbaren Blick in die Landschaft hatten. Und der Brigadekommandeur fragte, so Männer, und was machen wir mit dieser Brücke? Wir hoben alle so die Schultern, zuckten, wussten nicht so ganz. Ganz einfach, Männer, die Brücke wird gesprengt. Da meldete sich aus dem Hintergrund ein kleiner Mann, ein Oberleutnant, der viel zu alt für seinen Dienstgrad war und sagte, Entschuldigung, Herr Oberst, Sie sprengen hier gar nichts. Und er drehte sich um und fragte brüsk, wieso? Ich bin zwar nur Reservist, aber ich bin der Landesdenkmalpfleger und ich sage Ihnen, Sie sprengen hier überhaupt nichts. Ob das Schild, über das schon gesprochen wurde, nämlich das Blau-Weiße, wirklich an der Brücke sich dort befand, weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist es ein schützenswertes Kulturerbe gewesen. Und die taktische Geländebesprechung wurde fortgesetzt. Vielleicht hat es auch dazu geführt, dass ich dann später Kunstgeschichte studiert habe. Ich weiß es nicht. Was mir im Rahmen meiner historischen Forschungsarbeit immer wieder aufgefallen ist, dass Kultur und Krieg, Kultur und Gewalt nicht immer automatisch Gegensätze sind, sondern sich manchmal auch gegenseitig beginnen. Und wir finden tatsächlich den Schutz von Kulturgut beim Militär schon sehr früh in kodifizierten Rechtsverordnungen, beispielsweise im sogenannten Semperer-Brief von 1393, in dem ausdrücklich gesagt wird, Kirchen und Klöster sollen bei Kriegshandlungen verschont werden. Das Spannende ist, dass dieser Passus des Semperer-Briefs sich in fast allen Kriegsordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts wiederfindet, aber kaum ein Mensch hat sich daran gehalten. Kulturgutzerstörung und der Schutz von Kulturgut haben beides eine militärpolitische und damit auch eine strategische Dimension. Das gilt einmal mehr für die Gegenwart, denn in den Kriegen der Gegenwart und der Zukunft spielen Fragen der Identität, der Nationalität, des Gruppenzusammenhalts eine immer stärkere Rolle. Kultur, könnte man sagen, ist eine symbolische Ressource, um die gestritten wird. Die einen wollen sie schützen, die anderen wollen sie haben
und die Dritten wollen sie zerstören. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, in Kriegen und Konflikten wird in Zukunft Kulturgut, und zwar dann, wenn es ganz Besonderes ist, also Weltkulturerbe, immer mehr zu einem Primärziel. Die Buddha-Statuen in Afghanistan, die Welterbestätten in Timbuktu und die großartige Bibliothek dort, oder die Bibliotheken muss man ja sagen, Palmyra, es ist alles kein Zufall, und im Augenblick diskutieren wir alle und schauen voller Angst und Sorge auf Kiew, auf die Sophienkathedrale und all die anderen Kulturgüter, von denen, ich bin ganz ehrlich, ich in dieser Dichte in der Ukraine vorher gar nicht so wusste. Kulturvandalismus, also die bewusste Zerstörung von Kulturgut, ist selten isoliert zu betrachten. Sie gilt als ein Verbrechen gegen die Menschheit, gegen die Menschlichkeit, aber da, wo Kulturgut zerstört wird, beobachten wir meistens auch schwere Menschenrechtsverbrechen und auch Umweltzerstörungen. Man könnte also sagen, wo ich das eine beobachte, stoße ich wahrscheinlich über kurz oder lang auch auf das andere. Kulturgutzerstörung kann sogar stärker wirken als die Zerstörung von Infrastruktur. Warum? Weil Kultur, gerade wenn sie zerstört wird, emotionalisiert und mobilisiert und damit zu einem ganz wichtigen Kraftfaktor, zu einem Motor in Krisen und Konflikten werden kann. Und das Beispiel Palmyra habe ich eben gerade angesprochen. Die Zerstörung von Kulturgut kann zu einem Mittel, hier pervers genutzt, der strategischen Kommunikation werden, wenn sie als Bühne sogar missbraucht wird für Verbrechen und danach gesprengt wird. Was für ein Bild. Ein weiterer Aspekt ist die sogenannte Blutkunst. Das heißt, Kulturgut, das geraubt wird in Krisen und Konflikten und das Teil der Kriegsökonomie ist. Die Zerstörung von Kulturgut ist ähnlich wie die Veränderung von Sprachen in Krisen und Konflikten auch ein Seismograph, an dem ich ablesen kann, wie sich Konflikte entwickeln, wie ich eine Eskalation herauslesen kann, wenn um Kulturgüter gestritten und gekämpft wird. Und sie ist, um diesen Punkt, den man noch weiter ausführen könnte, warum Kulturgutschutz und Kulturgutzerstörung eine militärpolitische und strategische Dimension hat, schließlich für Postbellum, für die Frage, was nach dem Krieg passiert, von enormer Bedeutung. Denn ohne kulturellen Zeichenvorrat sind Wiederbau von Gesellschaften und ist auch Versöhnungsarbeit schwerlich möglich. Wie sieht die Realität von Kulturschutz nun mal Militär heute aus? Ganz ehrlich, der Schutz von Kulturgut in den Augen der meisten Soldaten und auch der höheren militärischen Führer ist ein, um es mal in diesem plastischen Wort auszudrücken, ein Nebenkriegsschauplatz. Es gibt eine starke Betrachtungskluft und die hat etwas mit den unterschiedlichen Logiken zu tun. Soldaten und Politiker denken sehr ähnlich, sehr sehr zeitorientiert, sehr effizient. Kulturwissenschaftler denken ähnlich wie Wissenschaftler eher in Methoden, sind eher an Prozessen orientiert. Diese unterschiedlichen Sichtweisen, diese unterschiedlichen Logiken führen dazu, dass es oft schwer ist, miteinander eine Brücke zu finden und zu sagen, wir haben ähnliche Interessen und die Dinge bedingen sich. Man könnte es am Ende auf den Punkt bringen, lohnt es sich für den Schutz von Kulturgut, Soldaten und damit Menschenleben einzusetzen oder um es plakativ zu sagen, Blut für Steine? Das ist die Frage, um die es letztendlich in einer Einsatzsituation gehen kann. Wir haben sehr unterschiedliche Strukturen innerhalb der NATO. Und zwar, wenn es alleine mal um die Staaten geht. Jeder Staat macht das eigentlich anders. Es gibt kein verbindliches Dekret, das festlegt, wie Kulturschutz in Streitkräften auszusehen hat. Seit 2019 liegt eine NATO-Doktrin vor, vom NATO Strategic Command erlassen, in dem das erste Mal die strategische Dimension der Zerstörung, aber auch des Schutzes von Kulturgut in Einsätzen herausgearbeitet wird. Und es wird dort erkannt, dass gerade in zunehmend volatilen sicherheitspolitischen Umfelden, wir sprechen von hybriden Kriegen, wo nicht klar zu sehen ist, ob es sich um reguläre Soldaten, um irreguläre handelt, wo sehr, sehr viel im Informationsraum gekämpft wird, dass in diesen schwer nur fassbaren Szenarien der Schutz von Kulturgut eine immer wichtigere Rolle spielt. Und schließlich hat die NATO ein
Center for Civil Military Cooperation and Excellence in Den Haag, das dort seit etwa 20 Jahren arbeitet. Und dieses Center of Excellence, wir haben das auch für hybride Kriegsführung beispielsweise in Helsinki, international zusammengesetzt, von 6 Staaten sind es, glaube ich, die es betreiben, Deutschland ist mit dabei, kümmert sich um das ganze Thema der zivil-militärischen Zusammenarbeit, was immer mehr Raum nimmt. Und dazu gehört auch der Kulturschutz. Wenn man aber ehrlich ist da noch nicht so viel an Grundlagendokumenten passiert. Und das ist einer der Defizite, wo ich mir in Zukunft zum Beispiel mehr wünschen würde, dass dort mehr kooperierend, auch international eingegriffen werden könnte im Rahmen einer Dachorganisation der NATO. Wie sieht nun ganz kurz die Vision aus? Was könnte man sich wünschen? Wo gibt es Möglichkeiten der Entwicklung? Zuerst ein besseres internationales Netzwerk aufbauen. Die Kulturschützer in den Streitkräften organisieren sich im Wesentlichen eigeninitiativ. Da fehlt es an einem verbindlichen Überbau. Zweitens, Strukturen in der Bundeswehr zu implementieren, denn das Thema Kulturschutz ist hier ein nachgeordnetes des Kriegsvölkerrechts. Wir haben keine Kulturschutzbeauftragten in den Streitkräften, anders als diejenigen, die Kommandeure im Einsatz als Kulturfachleute, könnte man sagen, oder als in der ethnischen Beratung unterstützen. Das fehlt uns. Und schließlich, und das ist ganz wichtig, Kulturschutz in die Stabsarbeit zu integrieren. Das heißt, in das tägliche Üben, in die Analysen, um zu sagen, in jeder Lage, in jeder Situation, in einer Einsatzsituation kann ich vor die Frage gestellt werden, wie gehe ich in meinem Verantwortungsbereich mit Kulturschutz um, mit Kulturgütern um und wie schütze ich es oder wie setze ich es ein oder wie setzt es der Gegner ein. Und schließlich ein letztes, politische Entscheidungen setzt politische Beratung voraus. Und weil ich aus der politischen Beratung komme, kann ich nur sagen, Politik will ganz klare Evidenz. Wir brauchen Forschung. Wir brauchen mehr Forschung. Wir müssen mehr wissen, was in Krisen und Konflikten mit Kulturgütern passiert und vor allem danach, auch nach den Krisen und Konflikten. Da wissen wir noch relativ wenig. Und da würde ich mir wünschen, entsprechend nachzusteuern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Rock. Jetzt geht es nach Berlin. Professor Partzinger. Ihr jüngstes Buch trägt den Titel Verdammt und vernichtet: Kulturzerstörungen vom alten Orient bis zur Gegenwart. Und jetzt wieder die spannende Frage, können Sie das Buch in 5 Minuten zusammenfassen? Ja, zunächst mal guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Ich werde versuchen, das in 5 bis 7 Minuten zusammenzufassen. Einige Punkte hat der Herr Rock schon gemacht. Ich werde versuchen, das auch ein Stück weit zu verdichten. Kulturgutzerstörungen, absichtliche Kulturgutzerstörungen, um die geht es ja uns heute und um die geht es auch in diesem Buch, zieht sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Natürlich sind immer wieder die historischen Rahmenbedingungen, die Motivationen andere. Es gibt politische, ideologische, religiöse, ökonomische Gründe zur Kulturgutzerstörung und eine Vielfalt an Schattierungen noch dazwischen. Und insofern, wenn man das von der Antike, wo das Ganze ja beginnt, oder eigentlich vor der Antike, in der Prähistorie, gibt es ja schon das Unterbrechen, das gewaltsame Unterbrechen von Erinnerung. Ja? Damit hängt es ja ganz entscheidend zusammen. Das Kulturgut zerstört man ja, um Erinnerung, um kulturelle Identität zu vernichten. In dem Moment in der Prähistorie, wenn man besonders bedeutende, oder Gräber von besonders bedeutenden Persönlichkeiten, wo über einen längeren Zeitraum hinweg rituelle Handlungen stattgefunden haben, wo man sozusagen ja feststellen kann, dass es eine Bedeutung hatte für eine Gemeinschaft, auch über eine Zeit nach dem Tod des Verstorbenen hinaus, wenn man das bewusst zerstört, nicht beraubt, sondern zerstört, vernichtend, entweiht. Also das ist etwas, was schon sehr, sehr lange wir eigentlich fassen können. Und es gibt Veränderungen bis in die Gegenwart, Entwicklungen bis in die Gegenwart und es gibt auch den einen oder anderen roten Faden. Im Altertum dominiert ansonsten natürlich der politische Ikonoklasmus in den antiken Kulturen, die wir haben, Damnatio Memoriae. Oft auch so, dass man deren Erinnerung man zerstören will, sie zerstört, aber man lässt noch erkennbar, wen
die Erinnerung, an wen man zerstört hat. Also wenn man da genauer reinschaut, wirklich eine hochinteressante Vielfalt an Zerstörungen. Aber spätestens in der Spätantike spielt das ökonomische Element eine ganz zentrale Rolle. Und bei all den anderen Motivationen bleibt es das eigentlich bis heute, muss man sagen. Und das ist natürlich in der Spätantike der Kampf zwischen frühen Christentum und dem Paganismus, der eigentlich gar kein Kampf war. Über 2 Jahrhunderte hat man nebeneinander hergelebt. Die Gemeinschaften haben sich sozusagen miteinander arrangiert. Und plötzlich bricht das Ganze aus, vor allem im Osten des Römischen Reichs. Alexander, das ist also ein Kulminationspunkt. Und die Kirche, die Bischöfe spielen eine zentrale Rolle. Und letztendlich ist der Zielpunkt natürlich nicht nur die Vernichtung des Heidentums, sondern auch die Bemächtigung der Tempelschätze, mit denen man dann auch, die Quellen machen das sehr gut deutlich, letztendlich dann auch politisch wiederum agiert. Das ist ja eine Machtfunktion. Das sind riesige, muss man sich vorstellen, riesige Tempelschätze, die im Grunde dem Wirtschaftskreislauf entzogen waren. Und wer die Verfügungsgewalt darüber hat, der hat wirtschaftliche Macht. Der kann auch am Kaiserhof in Konstantinopel mitreden. Ein anderes ähnliches Beispiel, eben der byzantinische Bilderstreit, zunächst natürlich bildtheologisch, ein Streit im 8., 9. Jahrhundert der Zerstörung eben von Gottesdarstellungen, Heiligendarstellungen, aber im Endeffekt hängt es damit zusammen, doch durch Kultbilder, Reliquien, denen Heilwirkung zugeschrieben wurde, eben eine riesige natürlich Heilwirkung gegen Zahlung in Geld oder in Naturalien, eine Akkumulation von Reichtümern und am Ende wirtschaftliche Stärke in den Kirchen und Klöstern eben passiert. Und es war letztlich ein Zugriff des Staates auf das Vermögen der Kirche, der Klöster, was mit diesem letztendlich hinter diesem byzantinischen Bilderstreit steckt. So geht es weiter. Natürlich auch die Reformation ist etwas, was mit den Reichtümern der römischen Kirche, natürlich durch Ablasshandel, Seelgerät zu tun hat. Riesige Vermögenswerte wurden akkumuliert, in Kirchenausstattungen gesteckt und so weiter. Und nun war Martin Luther nun wirklich kein Bilderstürmer, ihm war der Kampf gegen Papsttum und den Ablasshandel eigentlich viel wichtiger. Andere, Zwingli und Calvin, gingen da weiter und es geht bis hin zur Zerschlagung von Kirchengestühl, wo es natürlich auch darum geht, es war letztendlich auch in Phasen eine Sozialrevolution, die natürlich am Ende auch nur bedingt zu diesem Ergebnis geführt hat, aber eben auch sozusagen nicht nur eine Kulturzerstörung war, sondern eine gigantische Vermögensumverteilung von der katholischen Kirche in Richtung der Träger des protestantischen Staats. Die Französische Revolution, wieder eine Revolution, ein revolutionärer Ikonoklasmus. Das Ancien Regime wird beseitigt und zunächst mal wird alles zertrümmert. Der Begriff Vandalismus von dem Bischof Henri Grégoire prägt diesen Begriff ja, Vandalismus, zum ersten Mal, dass im Grunde alles, was erinnert und was in irgendeiner Form mit dem Ancien Regime verbunden ist, zerstört wird. Bis hin zu Kunst, Kulturgüter, Architektur, Kirchen. Es werden sogar die Grabstätten der französischen Könige verwüstet in Saint-Denis. Die Grabplatten werden, die Knochen herausgerissen, bis man plötzlich innehält und es kommt zu einem wirklich radikalen Umdenken und Umschwenken, indem man im Grunde plötzlich bemerkt, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, das zu zerstören, sondern es wird verstaatlicht. Und das ist letztendlich die Geburtsstunde eines neuen Verständnisses von Kulturerbe, nämlich der Begriff des Patrimoine. Bald danach dann auch die Entstehung des modernen Museums mit dem Louvre und so weiter, was eine ganz neues Selbstverständnis von Kunst bedingt und von Kulturgütern bedingt. Und so geht es weiter. Natürlich, die kolonialen Eroberungen sind hier zu sehen, wenn man sich klar macht und die Quellen liest, die bei der spanischen Eroberung in Mittel- und Südamerika, die Beschreibungen sind relativ dezidiert. Nicht nur ganze Zerstörung und das Schleifen von riesigen Städten, eine richtige Megacities, die dort zerstört worden sind, sondern es geht eben weiter, dass auch Tempel, Kultobjekte zerstört worden sind. Und es gibt Berichte, zum Teil auch Darstellungen, wo riesige Kodizes der Maya und Azteken auf einen riesigen Scheiterhaufen gebracht wurden und verbrannt sind. Also was da an Wissen und Überlieferung schriftlicher Art in dieser mesoamerikanischen Bilderschrift oder Hieroglyphenschrift verloren gegangen ist, das kann man sich heute gar nicht mehr ausmalen. Also hier schon ein kultureller Ikonoklasmus von nahezu genozidalem Ausmaß, natürlich, weil er verbunden war auch mit dem Einschleppen von Krankheiten, die zu einem Aussterben Großteil der Bevölkerung geführt haben, aber natürlich
natürlich auf unzählige Massaker. Und natürlich China, der Boxerkrieg, der Opiumkrieg, vorher schon immer verbunden, die Einfälle der Europäer in Peking, was bis heute der Boxerkrieg, in dem die Deutschen ja zum ersten Mal eine größere Rolle gespielt haben, natürlich im kollektiven Gedächtnis der Chinesen sehr, sehr deutlich festgeschrieben ist. Nicht nur das Erobern, das Bestrafen, dann das Plündern, ja, das Zerstören und der Diebstahl auch. Viele dieser Dinge sind später sowohl im Zweiten Opiumkrieg als auch nach dem Boxerkrieg über den Kunstmarkt auch in alle möglichen Sammlungen, auch in unsere gelangt. Und natürlich auch immer verbunden mit Massakern und Gräueltaten an der Bevölkerung. Beispiel Benin, die Zerstörung des Königreichs Benin durch die Briten kann man hier auch noch anführen. Natürlich in diesem ganzen Kolonialbereich gibt es hier viele Beispiele. Im 20. Jahrhundert, finde ich, hat natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Holocaust, der absolute Tiefpunkt der Kulturzerstörung. Vorher im Ersten Weltkrieg, obwohl es ein wirklich der erste industrielle Massenkrieg eigentlich war, gezielte Vernichtung von Kunstwerken spielte eigentlich keine Rolle, nur eine untergeordnete. Es gab am Anfang im Herbst 1914 der Brand der Bibliothek von Löwen und auch andere in Flandern, andere historische Stadtkerne wurden von den Deutschen zerstört. Es kam auch zu Massakern, zur Erschießung von Zivilisten, aber das hörte sehr bald auf, denn das Echo in der internationalen Presse war verheerend. Also was auch immer, da wird auch gestritten, was die Motivation eben dafür war, aber letztendlich war das Echo verheerend und es kam eigentlich in der Folgezeit nicht mehr dazu. Die Oktoberrevolution unterschied sich von der französischen insofern, als es nicht verbunden war, wie die französische zunächst, mit einem Ikonoklasmus, mit einer Zerstörung all dessen, was das alte Regime symbolisierte. Natürlich hat man die Statuen der Zaren gestürzt und geschleift, aber es ging dann vor allem um einen Ausverkauf unvergleichlichen Ausmaß. Also man weiß allein aus der Ära nach dem der meiste Verkauf passierte über den Kunsthandel in Berlin wirklich, man schätzt zwischen 25.000 und 30.000 hochkarätige Kunstwerke verkauft worden sind. Man sah das als Ware. Ne? Man sah das als Ware und es braucht ja schließlich Devisen, um die Weltrevolution, den Aufbau der Sowjetunion zu finanzieren. Mit dem Nationalsozialismus, da muss man, glaube ich, niemand von all der Kunst auf allen Feldern, die man als modern betrachtet hat, die Vernichtung jüdischen Lebens und jüdischer Kultur und natürlich auch in den besetzten Ländern, die man für minderwertig betrachtet hatte, wo wir wissen, wir haben die Nachrichten, wir haben da gerade an der Stiftung auch Forschungsprojekte durchgeführt, dass man das, was man in Polen und den Teilen der Sowjetunion, was man nicht für interessant für Bibliotheken auf die Straße geworfen und von Panzern überrollen lassen. Also Warschau, die Altstadt, das Ausradieren von Geschichte, ein totaler Vernichtungskrieg, der die Nation nicht nur sozusagen physisch, sondern auch kulturell vernichten sollte. Ein absoluter Tiefpunkt, aber parallel dazu natürlich auch in der entarteten Kunst. Verbrennen, allein die Nationalgalerie hat man über 400 Werke hat man verbrannt. Das war Teil der ideologischen Kriegsführung. Und dennoch aber dann einen beträchtlichen Teil eben über Gurlitt, Hildebrand Gurlitt und viele andere, die Kunsthändler des Regimes, die das dann ins Ausland vertrieben haben. Und das ist etwas, was sich in der Zeit danach eigentlich fortsetzt. Was früher immer schon, ich habe hingewiesen, diese ökonomische Komponente der Kulturzerstörungen, das zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch die Geschichte der Kulturzerstörungen. Ob das die Kulturrevolution in China war, wo von 6.000 buddhistischen Klöstern in Tibet am Ende nur noch 13 übrig waren. Es war eine Vernichtung, eine Zerstörung. Aber auch da gibt es schon Hinweise, dass das Plündern und der Verkauf ins Ausland noch nicht in dem Maße, aber auch schon eine Rolle spielt. Das nimmt dann zu bei den Roten Khmer in Kambodscha, diese Steinzeitkommunisten, die auch einen Großteil der intellektuellen Elite ihres Landes ausgelöscht haben. Aber auch zum ersten Mal dann schon wirklich systematische illegale Archäologie, diese Warlords, die in einzelnen Teilen Kambodschas geherrscht haben, dann systematisch illegale Archäologie betrieben haben und eben über Hongkong und andere Städten eben die Kunstwerke ins Ausland verkauft haben. Das ehemalige Jugoslawien ist etwas, was uns natürlich schon näher ist und wo wir vielleicht der eine oder andere zurückdenkt, wenn man jetzt die Bilder aus der Ukraine sieht, ein ethnischer Konflikt, Zerstörungen, natürlich Vertreibungen. Und hier wird ganz klar die Kultur, die einen hohen Symbolgehalt hat, zu einem bevorzugten Ziel und auch zum Schlachtfeld. Die
orthodoxen Serben zerstören katholische Kirchen und Moscheen und umgekehrt. Und alle machen das Gleiche, zerstören die Kulturgüter. Natürlich vor allem hier auch wieder die Brücke von Mostar, nur ganz symbolhaft genannt, eben gebautes Kulturerbe ist natürlich besonders präsent. Das ist der materialisierten Geschichte, der man auf dem täglichen Weg begegnet, dem man immer wieder begegnet. Und das wird natürlich auch zum besonderen Ziel, ähnlich dann auch im Kosovo, aber natürlich auch verbunden mit Massakern. Man hat fast so das Gefühl, man hat mit den ethnischen Säuberungen, diesen Begriff, der damals ja auch zum Unwort des Jahres, glaube ich, wurde, Bevölkerungsgruppen vertrieben aufgrund ihrer ethnischen, religiösen Zugehörigkeit und offenbar durch die Zerstörung, systematische Vernichtung ihres kulturellen Erbes eben jegliche Rückkehr quasi unmöglich zu machen. Der IS führt diese Tradition natürlich kontinuierlich fort. Bilderfeindlichkeit gibt es im frühen Islam, Wahhabiten und so wissen wir. Die Hadith-Schriften, die frühislamisch sind, Wahhabiten ist dann die Entwicklung im 18., 19. Jahrhundert. Aber dennoch haben wir natürlich bei den Umayyaden, bei den Abbasiden wunderbare Darstellungen, Buchmalerei, Mosaiken, die Ich glaube, das ist jetzt unser Pandemie-Moment. Herr Patzinger, hören Sie mich? Wir hören ihn nicht und er hört uns nicht. Herr Patzinger? Das wollte ich mich gerade für den Tour d'Horizon bedanken. Herr Patzinger, Sie waren weg, wir hören Sie nicht mehr. Das ist ein Moment, den wir alle in den letzten Jahren bei Zoom mehrfach erlebt haben. Ich dachte, er wäre überwunden. Bis hierhin, ich glaube, Sie müssten die Leitung vielleicht nochmal richtig neu aufbauen. Hier unser Saalmonitor wählt neu, das passiert auch gerade. Dann machen wir doch weiter mit Alexander Gatsche und einem Werkstattblick, wie funktioniert das denn, Kulturschutzgut, bei Blue Shield Deutschland. Erzählen Sie doch, wie wird ein Kulturgut zum schützenswerten Gut? Was muss da passieren? Wer entscheidet darüber? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, was Sie vor sich sehen, ist ein Hybrid. Ich bin Restaurator, studiert in der Archäologie tätig, aber auch Soldat. Und zwar in meiner Funktion als Reserveoffizier natürlich dadurch auch ständig mit dem Thema Kulturgut und militärischer Kulturgutschutz verbunden. Wir von Blue Shield, Sie kennen alle das schon mehrfach erwähnte blaue Schild, sind eine sogenannte Nichtregierungsorganisation, die sich darum bemüht, die Umsetzung der Haager Konvention auch im Auge zu behalten. Wir werden erwähnt im zweiten Protokoll der Haager Konvention als Partnerorganisation, genauso auch in NATO-Direktiven. Das heißt, wir als Nichtregierungsorganisation sind gerade sehr, sehr beschäftigt. Die dramatischen Ereignisse, die wir uns natürlich gerade in der Ukraine vor Augen führen müssen, sind allerdings nicht die einzigen, die sehr akut sind. Vergessen die Konflikte auch in Bergkarabach, Armenien, Aserbaidschan oder der nach wie vor stark laufende Konflikt in Tigray in Nordäthiopien. Diverse andere Konflikte, wo Kulturgut zerstört wird und die nach und nach natürlich aus dem Fokus geraten. Wir versuchen nach wie vor, diese im Auge zu behalten. Wichtig ist für uns, hier uns auch international aufzustellen. Blue Shield ist weltweit organisiert. Wir haben eine Dachorganisation, Blue Shield International. Und dann, je nachdem, wo es möglich war, ein jeweiliges Nationalkomitee. Leider in der Ukraine war es gerade im Aufbau. Derzeit versuchen wir, die Informationen zusammenzutragen, sie zu sortieren, allerdings noch nicht zu bewerten, weil das ist genau ein Problem. Wir wissen nicht, wer was am Ende wirklich getan hat. Das ist dann für die Zeit vorgesehen, wenn wir einfach etwas mehr Zeit dazu haben, uns damit zu beschäftigen. Wichtig für Blue Shield ist ebenfalls die Unterstützung der Streitkräfte weltweit, unter anderem auch für die Integration von Fachkräften gemäß Haager Konvention 7.2.
Und weltweit beobachten wir hier natürlich auch eine komplett neue Entwicklung, spätestens seit dem zweiten Protokoll, bereits erwähnt aus dem Jahr 1999. Ganze Kulturgutschutzeinheiten bilden sich neu. Siehe Großbritannien, siehe die USA. In den USA als Weiterbildungsprojekt mit Museen, dem Smithsonian Institute, wo ganze Ausbildungsstränge neu konzipiert werden. Wir haben alteingesessene Streitkräfte wie bei den Carabinieri in Italien seit 1969 oder in Österreich. Auch die Franzosen sind sehr gut etabliert. Das Gleiche versuchen wir natürlich auch in Deutschland voranzubringen, hier den Kulturgutschutz zu stärken, ihn in den Fokus zu rücken. Und natürlich helfen uns solche Konflikte wie gerade eben besonders. Keiner hätte gedacht, als diese Veranstaltung organisiert werden würde, dass wir so im Fokus stehen würden, in dem wir uns gerade befinden. Er gibt uns die Plattform, das Thema wieder einmal der Öffentlichkeit vorzuzeigen, in der Hoffnung, dass wir hier einfach Entwicklungen anstoßen können, die wir aktuell uns einfach wünschen. Das Deutsche Blue Shield Nationalkomitee zusammen mit seinen konstituierenden Mitgliedern, der Deutschen Gesellschaft für Kulturgutschutz, der Deutschen UNESCO-Kommission, ICOMOS Deutschland, der Verband der deutschen Archivare und Archivarinnen, der Deutsche Bibliotheksverband und der Internationale Museumsrat ICOM Deutschland bemühen sich aktuell weltweit in Kontakt zu bleiben, zu dokumentieren und zu helfen, Hilfsangebote zu koordinieren, weiterzugeben. Wir sind dankbar für jede Hilfe, die uns angeboten wird, auch fachlich kompetent, das ist vielseitig zu sehen. Aber eins lassen Sie mich noch sagen, das blaue Schild, was wir kennen und was wir direkt mit dem Denkmal als solches assoziieren, ist nicht unbedingt korrekt. Denn das blaue Schild, was Sie alle kennen, ist das Schutzsymbol der Haager Konvention für Kulturgut in bewaffneten Konflikten. Und das, mit Verlaub, vielleicht möchten Sie mich korrigieren später, das völkerrechtliche Äquivalent zum Roten Kreuz. Es ist so, dass wir den Aufruf der UNESCO jetzt auch für den Fall Ukraine haben, alle Kulturgüter zu kennzeichnen mit diesem blauen Symbol, was möglichst bekannt sein sollte, auch bei den anderen Streitkräften, ob jetzt bei den ukrainischen oder bei den russischen. Es ist ein Schutzsymbol. Oft wird natürlich dann der Vorwand gebracht, ja, ihr markiert genau das, was da zur Zielscheibe wird. Das ist ein Trugschluss. Was wir hier nämlich eigentlich haben, ist die Markierung und damit die Sicherstellung im Rahmen der Dokumentation, dass wenn dieses Kulturgut zerstört wird, man diese Leute auch verfolgen kann. Im Rahmen des Internationalen Strafgerichtshofs und des Völkerrechts. Und nicht umsonst ist natürlich auch, wie Frau Professor von Schorlemmer schon angesprochen hat, die Zerstörung oder die absichtliche Zerstörung von Kulturgut ebenfalls als Kriegsverbrechen eingestuft, beim Internationalen Strafgerichtshof des Römischen Statuts. Wir sehen natürlich, auch im Fall der Ukraine, dass viel Kulturgut verloren geht. Was wir aber auch sehen, und das haben wir in allen Konflikten bislang gehabt, wir sehen die Menschen, die das Kulturgut schützen, auch vor Ort, trotz der widrigen Bedingungen. Es gibt die Menschen, die in den Museen arbeiten, die in den Kirchen arbeiten, die räumen, evakuieren ihre Kulturgüter in Bunker, in sichere Räume, in Kelleranlagen. Und danach ziehen sie in den Krieg und gehen eventuell genau diesen Kulturgut wieder verloren. Aber sie kämpfen auch für dieses Kulturgut, denn der Schutz von Kulturgut ist ebenfalls eine Verteidigung. Und zwar, indem das Kulturgut gesichert wird, wird die Kultur gegenüber den Angreifer verteidigt. Die Bemühungen auf deutscher Ebene, hier jetzt Hilfe zu leisten, sind durchaus beachtlich, auch wenn sie in der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht ganz bekannt sind. Was wir aber auch sehen, ist die Hoffnung, die auch bei allen liegen, die auch im Rahmen der aktuellen Katastrophen agieren und sich selber einfach opfern, auch zeitlich viel dafür aufwenden. Und natürlich, wir sind dankbar all den großen Museumsverbünden, ob es jetzt die SMB ist oder ob es jetzt die SKD in Dresden ist und diverse andere Akteure, die hier aktiv werden, die ganzen Bundesministerien, die ganzen NGOs neben uns und natürlich mit unseren konstituierten Mitgliedern, dass es insgesamt einfach ein Gefühl der Hoffnung gibt. Denn ich glaube, was uns alle eint in solchen Konflikten, ist für gewöhnlich das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Und wir sind der Meinung, dass wir mit dieser Arbeit durchaus etwas Sinnvolles tun. Denn die humanitäre Katastrophe ist da. Sie ist überall da, wo Kulturgut zerstört wird und wo Menschenleben auf dem Spiel stehen. Aber sie wird umso größer,
je mehr Kulturgut auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und hier müssen wir einfach vorsichtig sein mit dem Gegeneinander aufwiegen dieser zwei oder dieser mehreren Faktoren. Menschenleben gegen Kulturgut. Es gehört zusammen. Das vereint uns. Denn Kultur und Kulturgut gehören nun einmal untrennbar zusammen. Wir definieren uns darüber. Es gibt sicherlich Ansätze, die Frage, wie kann man das jetzt auch in der deutschen Armee weiter gliedern? Wie kann man sich an die Vorgaben auch auf internationaler Ebene halten oder inwieweit kann man sich Vorbilder auch zur Hand nehmen, um zukünftig eigene Strukturen auf nationaler Ebene zu schaffen? Wir wären froh, wenn es endlich vorwärts geht. Und deswegen hoffen wir natürlich auch, dass es mit dieser Veranstaltung eine neue Plattform gibt, wofür wir sehr dankbar sind, diese Idee und unsere Bemühungen der Öffentlichkeit zu zeigen. Und wir bedanken uns natürlich auch sehr für die Gäste und für die zukünftigen Anregungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gatsche. Jetzt begrüßen wir zum zweiten Mal Hermann Patzinger und freuen uns, dass er zurück ist. Ich hoffe, die Verbindung steht im Ton, nicht nur im Bild, sondern auch im Ton. Herr Patzinger, Sie hören uns. Ja, das war zu viel der Hoffnung. Also, der Raub, die Plünderung von geschützten Kulturgütern ist ein Kriegsverbrechen. Wie wird es geahndet, wie wird es verfolgt, wie wird dieses Rechtsgut durchgesetzt? An die Juristin. Ja, in der Tat. Die Zerstörung von Kulturgut ist ein Verbrechen. Es ist auch ein Verbrechen, welches geahndet werden muss. Wir haben über die Jahrhunderte gesehen, und Hermann Patzinger hat das auch dargelegt, dass ja eine große Straflosigkeit, Anarchie herrschte. Also die Impunity, die Straflosigkeit, Impunité, war praktisch ein Fluch, der über all dem kulturgutschützenden Bemühungen lag. Und daran hat sich doch etliches geändert. Und wir haben heute auch die Pflicht zur Strafverfolgung, im Übrigen auch betrifft sie Russland. Russische Föderation hat die Haager Konvention von 1954 und das erste und zweite Protokoll ratifiziert. 1989 hat sogar 1992 noch eine Notification of Continuity abgegeben, also nochmal bekräftigt, dass man auch diesem Vertragswerk angehört. Und zum Beispiel die Haager Konvention in Artikel 28 sieht vor, dass jede Vertragspartei auch gehalten ist, Verstöße zu ahnden, also auch andere Staaten, die diese Konvention unterzeichnet haben, sind in der Lage, Kulturgutverbrechen und andere Verbrechen zu ahnden. Insofern, die nationalen Gerichte erstens sind schon wichtig. Wir sehen das auch im Übrigen auch in Deutschland. Wir haben mit dem Völkerstrafgesetzbuch, welches wir 2002 angenommen haben, Regelungen auch angenommen, die uns ermöglichen, die deutschen Gerichte, das sind die Oberlandesgerichte, die das übernehmen, auch Verbrechen, die im Ausland an einem anderen Tatort stattgefunden haben, zu ahnden. Dazu gehören auch Kriegsverbrechen. In dem Völkerstrafgesetzbuch von 2002 sind auch Verbrechen an Werken der Wissenschaft und Kunst, das ist diese Diktion aus dem humanitären Völkerrecht, und Gotteshäusern auch genannt. Also wir haben hier Möglichkeiten und nicht nur die Möglichkeit, sie wird auch schon genutzt. Es gibt eine Anzeige auch, soviel ich weiß, von Herrn Baum und frühere Ministerin Leuthäuser-Schnarrenberger haben Anzeige erstattet, sodass dieses Verfahren vor den deutschen Gerichten jetzt auf der Basis des Völkerstrafgesetzbuchs in Gang kommt. Wichtig wäre, dass wir dann, wenn Kriegsverbrechen auch verurteilt werden, wir vor Ort eine Person auch haben. Wir können nur aburteilen, wenn die Person auch anwesend ist. Und es gilt nach dem Völkerstrafgesetzbuch auch Immunität, wenn man noch im Amt ist. Aber wir haben ja noch ein paralleles Verfahren und auch das ist schon in Gang gekommen. Das ist nämlich das Verfahren vor dem Strafgerichtshof, Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Hier gibt es tatsächlich schon Ermittlungen auch gegen die Russische Föderation, schon seit 2013. Das betraf schon die Maidan-Proteste, dann die Krim-Annexion. Da wird nicht nur ermittelt, da ist das Verfahren auch schon in Gang gekommen, also praktisch ein Parallelverfahren, wenn Sie so wollen. Und das wird jetzt ausgeweitet. Es gibt schon jetzt auch weitere Ermittlungen in Bezug auf den neuen Konflikt. Und der Vorteil hier vor dem Internationalen Strafgerichtshof, der an sich ja nur komplementär tätig werden darf, ist, dass keine Immunität möglich ist. Also dem ist als einziges Gericht der Welt es möglich, auch
Personen zu verurteilen, die noch im Amt sind und auch keine Immunität ihrer eigenen Person genießen. Und das ist, denke ich, ein großer Vorteil. Wichtig ist aber natürlich für jedes Strafverfahren, und das muss man vielleicht auch einschränkend anmerken, dass man eine ganz genaue Dokumentation benötigt von dem Vorgang, der zu einer Straftat geführt hat. Wann hat es stattgefunden? Wer hat es begangen? Welches waren die Umstände? Und deswegen ist die Dokumentation so wichtig. Deswegen ist wichtig, dass auch nichtstaatliche Akteure, NGOs, das dokumentieren nach Möglichkeit. Und ich halte es auch für sehr wichtig, dass der UN-Menschenrechtsrat in Genf, auch auf Betreiben übrigens der deutschen Außenministerin, jetzt tatsächlich eine Untersuchungskommission schon eingerichtet hat. Eine Untersuchungskommission, die, so heißt es in dieser Resolution des UN-Menschenrechtsrats in Genf, auch Verantwortliche benennen soll. Und das geschieht, diese Untersuchungskommission, die arbeitet, um natürlich auch Strafgerichten die Möglichkeit zu geben, hier auch Urteile zu fassen. Und ich darf noch weitere Gerichte nennen, nicht Strafgerichte, aber ich will es noch abschließend sagen. Wir haben auch ein ganz wichtiges Signal vom Internationalen Gerichtshof, dem Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, bekommen. Der IGH hat kurz nach Kriegsbeginn schon eine vorsorgliche Maßnahme auch angenommen und hat einen Stopp der Aggression verlangt, einen Stopp der Kriegshandlungen. Warum ist der Internationale Gerichtshof überhaupt ins Spiel gekommen? Er ist ja kein Strafgericht, er ist zuständig für zwischenstaatliche Streitigkeiten. Er ist deswegen ins Spiel gekommen, weil die Ukraine immer behauptet, also weil Russland immer behauptet, dass in der Ukraine Völkermord stattfindet, in Luhansk und Donetsk, und dies ist nicht der Fall. Der EGH sah sich als zuständig, über diese Völkermordfrage zu urteilen, weil die Völkermordkonvention von 1948 ihm genau für diese Fälle, die Auslegung der Völkermordkonvention, Zuständigkeit gewährt. Russland hat das zwar abgelehnt, kam auch nicht zur Anhörung, aber der IGH hat vorsorgliche Maßnahmen, die bindend sind und temporär nach Artikel 41 IGH-Statut auch möglich sind, ergriffen und hat sich klar positioniert, dieses höchste Gericht der Welt, klar positioniert, Stopp der Aggression. Und das halte ich doch auch für ein ganz wichtiges Zeichen, auch wiederum im Rahmen der Vereinten Nationen. Ich könnte noch fortfahren mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der auch tätig war, der aber jetzt im Augenblick natürlich nicht mehr handeln kann, weil die Russische Föderation aus dem Europarat ausgeschlossen wurde, damit nicht mehr auch der EGMR diese Verfolgung von Straftaten, soweit sie gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, auch weiter verfolgt. Aber wie gesagt, wir haben Gerichte, die aktiv sind, die in den heutigen Zeiten wirklich gegen die Impunity, gegen die Straflosigkeit in Bezug auf Kulturgutverbrechen sehr viel leisten. Und da ist auch ein ganz großes Bewusstsein inzwischen da, auch bei den beteiligten Richterinnen und Richtern und natürlich bei den Anwälten und Strafverteidigern, dass hier wichtige Schritte gegangen werden müssen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als 2003 das Nationalmuseum in Bagdad geplündert wurde. Da war der Aufschrei groß und der Aufschrei richtete sich auch an die US-Armee, verbunden mit dem Vorwurf, ihr hättet das verhindern müssen, ihr hättet dieses Museum schützen müssen. Ist das so, Herr Rock? Wäre die US-Armee verpflichtet gewesen? Ich denke ja, weil es sich hier um ein außerordentliches Kulturgut handelt, weil die US-Streitkräfte die Möglichkeit gehabt hätten. Und übrigens, und das ist auch was Interessantes, sie haben auch nicht verhindert, dass Krankenhäuser geplündert wurden und die angrenzenden Apotheken. Das ist das Interessante. Was man aber gesichert hat, sehr, sehr früh, war alles, was mit Erdöl zu tun hat, Erdölministerium und so weiter und so fort. Halliburton lässt grüßen. Also da merkt man, wo Schwerpunkte waren. Und das Bild, was die USA, nicht nur die US-Streitkräfte da hinterlassen haben in diesen Tagen der Plünderung und auch Zerstörung, was ja noch fast noch schlimmer ist. Herr Patzinger hat in seinem Buch ja richtigerweise darauf aufmerksam gemacht, wenn etwas geklaut wird, ist das schon schlimm, aber das kann man ja vielleicht noch wieder zurückholen. Aber Kulturgut, das zerstört ist, ist in der Regel unwiederbringlich zerstört. Das hat für das Bild der US-Streitkräfte, wie wenig sensibel man dort mit der Kultur im fremden Land umgegangen ist. Also das war desaströs. Im Sinne der strategischen Kommunikation ein Riesenfehler. Und die Tatsache, dass wir nach fast 20 Jahren das immer noch vor Augen haben und darüber reden, zeigt das ja auch, dass das auch bei uns in unserer Erinnerung wachgerufen ist. Also man sieht, das Thema ist, ich habe das vorhin mal gesagt, zwar normalerweise aus der Sicht des Militärs ein Nebenkriegsschauplatz, der aber zu einem Hauptkriegsschauplatz werden kann unter bestimmten Bedingungen. Und meine Prognose ist, es wird in vor allem
ethnisch aufgeladenen, kulturell aufgeladenen Kriegen, in Kriegen, wo es immer mehr um die Frage von Identitätsstiftung geht, übrigens auch von historischer Legitimation. Denken Sie an die Rede Putrins am 21.02., wie tief sich da der Hobbyhistoriker Wladimir Putin da geäußert, also wie tief er da in die historische Kiste gegriffen hat, wird im Rahmen dieser Legitimation werden die Deutezeichen immer wichtiger werden. Und deshalb sind wir gut beraten, dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich will es noch einmal juristisch aufgreifen. Also die US-Armee hat die Schutzverantwortung, die ihr zugekommen wäre, nicht wahrgenommen. Gibt es das denn auch als Straftatbestand, unterlassene Hilfeleistung im Völkerstrafrecht, oder vermische ich gerade Rechtskategorien? Also grundsätzlich gibt es zwei Arten der Verantwortung für Verbrechen. Und das hat auch schon die UNESCO-Deklaration, Erklärung zur absichtlichen Kulturgutzerstörung von 2003 ganz klar benannt. Sie hat gesagt, erstens, es gibt die Möglichkeit der Staatenverantwortlichkeit, dass Staaten, vertreten durch ihre Staatsorgane, selbst völkerrechtliches Unrecht begehen, dafür unter Umständen auch Wiedergutmachung leisten müssen. Das ist die staatliche Ebene. Und dann gibt es die zweite Ebene, das ist die individuelle Ebene, die individuelle völkerstrafrechtliche Ebene. Das heißt, dort haben wir nur einzelne Personen, die aufgrund ihres eigenen Handelns auch verantwortlich sind, und die strafgerichtliche Linie, die ich vorher skizziert habe, die bezog sich auf die individuelle Strafbarkeit. Das heißt, wenn man an die USA denkt und das Unterlassen, Handeln und Unterlassen können strafwürdiges Unrecht darstellen, das stimmt, das Unterlassen kann genauso gewürdigt werden, dann müsste man aber eher an die staatliche Verantwortung denken. Und da fragt man sich natürlich, ist das aussichtsreich, gegenüber die USA vorzugehen? Das wäre unter Umständen eine zwischenstaatliche Streitigkeit. Für zwischenstaatliche Streitigkeiten ist etwa der Internationale Gerichtshof wiederum in Den Haag zuständig. Aber wie gesagt, das ist dann nicht die individuelle Strafbarkeit einzelner Personen. Denn vor Strafgerichten müssen sich immer einzelne Personen für ihr Tun und ihr Unterlassen verantworten. Und ich denke, der Fall, den wir eben skizziert haben, von dem wir gehört haben, da ging es um die Verantwortung auch der USA für ihre Streitkräfte und das Nichthandeln in dem Fall, wo sie handeln hätten können. Das hat eine ganz große Kontroverse im Übrigen ausgelöst, natürlich auch unter amerikanischen Völkerrechtlern, die das teilweise auch unterschiedlich bewertet haben, aber ich würde mich dem anschließen. Also das war schon ein Akt, wo man sich in jedem Fall Handeln gewünscht hätte, und es wäre auch möglich gewesen, und insofern auch ein ganz schlechtes Zeichen, ein schlechtes Vorbild. Ich denke, viele im Saal hier und auch im Stream haben den Film Monuments Man gesehen. Ich habe mich eben, als Sie beide geredet haben, mehrfach daran erinnert gefühlt, vor allem als Oberst Rock gesagt hat, Blut für Steine, Fragezeichen. Der Film beantwortet die Frage ja und sagt, ja, Blut für Steine, wenn es sein muss. Was würde denn passieren, wenn Sie aufgefordert würden, eine entsprechende Dienstvorschrift auszuarbeiten, und Sie würden diese Frage so plakativ ins Ministerium, in die Führungsebene des Ministeriums tragen? Das ist eine schwere Frage. Da würde man es wahrscheinlich auch erstmal ganz juristisch erstmal betrachten. Das muss man auch, weil es eine juristische Frage natürlich ist, die Frage von Verantwortlichkeit. Am Ende wird es so sein, und das muss man auch ehrlich auf den Punkt bringen, dass man auch für ein noch so hohes Kulturgut, wenn man sich wirklich entscheiden müsste, wahrscheinlich kein Menschenleben dafür opfert. Aber die Frage, das hat der Gatsche ja gesagt, stellt sich ja im Vorfeld eigentlich nicht, weil wir sagen müssen, Kultur gehört zu unserem Menschsein noch dazu. Es macht es ja aus. Es ist ja sozusagen die Dinglichkeit dessen, was wir unter Kultur verstehen, in den Kulturgütern, die wir finden. Und damit hat es mit unserer Identität zu tun. Deshalb binden wir es ja auch so stark an Menschenwürde. Wir müssen anders rangehen, indem wir sagen, wir müssen dem mehr Achtsamkeit schenken. Und natürlich kann man, ich sage das mal ganz Beispiel, in einer taktischen Lage sich fragen, ich muss eine Sicherung aufbauen beispielsweise, nehme ich einen Ort, der normalerweise ein kulturell ganz besonderer Ort ist, in meine Planung mit ein, oder grenze ich ihn aus? Was ist, wenn ich einen taktischen Vorteil dadurch verliere? So, und dann sind wir in einem Bereich, den haben wir ja tatsächlich auch im Völkerrecht, liegt eine zwingende militärische Notwendigkeit vor. Liegt sie vor. Wenn die zwingende militärische Notwendigkeit da ist, das heißt, das bedeutet, dass ich keine andere Möglichkeit habe,
und wenn ich mich anders verhalte, dem Gegner einen entscheidenden militärischen Vorteil zubillige, dann bin ich in einer Grenzsituation und dann kann es wirklich dazu kommen, dass ich sage, ich muss ein Kulturgut, eine Kirche, einen Friedhof, eine Altstadt in meine Planungen mit ins Spiel nehmen. Das ist dann immer eine Grenzsituation. Das heißt, wir haben hier es nicht mit einem einfachen Handeln zu tun, wo wir sagen können, das ist völlig klar, es ist Kulturgut, das klammern wir auf, sondern wir sehen hier auch, es gibt eine Grenze. Aber die Frage ist, erkennen wir das immer schon gleich, was ein schützenswertes Kulturgut ist? Und kann ich nicht auch in operativen Planungen das schon von vornherein antizipieren? Das ist ja der Grund, warum ich mich dafür einsetze, dass es neben den landeskundlichen Beratern auf der Ebene der taktischen Kommandeure, also die Battlegroups oder die Regimenter oder Brigaden führen im Einsatz, nicht nur einen landeskundlichen, sondern einen Kulturberater habe, der sage, Achtung, aufgepasst, schon in der operativen Planung, da haben wir einen Bereich, der ist besonders schützenswert oder den müssen wir aussparen oder wir müssen aufpassen, dass der Gegner sich nicht einen Vorteil verschafft und sich dieses Gebietes dann annimmt oder dieses Bereichs. Und genau da müssen wir hinkommen, da die Sensibilität zu schaffen und das würde am Ende nicht helfen, wenn wir sagen können, Steine schützen und Blut dafür opfern. Das ist mir zu einfach. Ergänzung. Ich würde gerne dazu dann noch ergänzen. Sie sprachen die sogenannten Monuments Men an, wo es diesen berühmten Film zu gibt. Es gibt natürlich ein historisches Vorbild dafür. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, haben wir für sowas überhaupt die Grundlage? Je nach Interpretationsmöglichkeit ist es aktuell von unterschiedlichen Streitkräften unterschiedlich ausgelegt worden. Wir haben den Fall, dass wir die Haager Konvention von 1954 hatten mit dem ersten Protokoll. Da drin steht eindeutig in Artikel 7.2 Integration von Fachkräften. Ich meine, als Archäologe, Restaurator, Museologe denke ich natürlich, oh, das müssen ja wir sein. Nein, das musste ich auch erst lernen. Das müssten nicht zwangsläufig wir sein, sondern Fachkräfte. Das heißt, wenn man natürlich bedenkt, Fachkräfte, wer sind Fachkräfte im Sinnbild der Haager Konvention von 1954? Ja, Juristen, klar. Theoretisch müssten Juristen integriert werden, auch in die Streitkräfte, die dann die Haager Konvention interpretieren und dann für die Einsatzplanung zur Verfügung stehen. So. Das wurde zum Beispiel von Seiten der Bundeswehr aus aktuell so betrieben eine ganze Weile. Was wir jetzt aber zum Beispiel nicht so hatten, jetzt im Fall von den Carabinieri, die jetzt eigentlich zwar zu den italienischen Streitkräften gehören, aber dem Innenministerium zugeordnet sind und zum Beispiel auch bestimmte polizeiliche Aufgaben im Land übernehmen, Rückführung von Kulturgut. Also die militärische Einheit nimmt sich dann auch andere Völkerrechtskonventionen zur Hand, wie halt das UNESCO-Einkommen zum Handel von illegalen Kulturgütern und betreut auch diesen Bereich mit. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr weitläufig dann und umfasst viel, viel mehr Bereiche. Im Bereich zum Beispiel der Österreicher ist es so, das Milizsystem gibt denen bereits Fachpersonal und natürlich viele in der Katastrophenhilfe und dann halt auch im Auslandseinsatz. Die Österreicher haben natürlich besonders viel Erfahrung gesammelt durch die Jugoslawienkriege. Warum sich jetzt diese Einheiten neu gebildet haben, das ist eine super Nachricht, New York Times, wo drin steht, the monuments men are back. Auch in den USA. Warum? Es hat sich nämlich eine Situation verändert, und zwar durch das zweite Protokoll der Haager Konvention von 1999 ist es eben nicht mehr so einfach, Fachkräfte, ich würde es jetzt mal blöd, also ein bisschen herausfordernd formulieren, falsch zu definieren. Und zwar gibt es dort bestimmte Unterpunkte unter den Ausführungsbestimmungen, glaube ich, Artikel 7, auch wieder Artikel 7, wo es darum geht, einzuschätzen und auch sicherzugehen, dass das, worauf man jetzt konkret militärisch Einfluss nimmt, kein Kulturgut ist und wenn es Kulturgut ist, möglichst gut zu schützen, eventuell dann halt auch die Sachen zu evakuieren und rauszunehmen. Und mit Verlaub, Kulturgut zu identifizieren, das können dann keine Juristen mehr. Das müssen wirklich Fachkräfte sein, die das Kulturgut kennen und Kulturgut dann halt auch identifizieren können. Daraus natürlich haben sich jetzt diese neuen Einheiten gebildet, weil die eine ganz neue rechtliche Grundlage hatten. Auch vom britischen Parlament 2017 verabschiedet die Neugründung der Cultural Property Protection Unit unter Integration, eben Museologen, Restauratoren, Archäologen, die dann Weiterbildungsveranstaltungen haben. In den USA genau das Gleiche. Dort zusammen mit großen Museumsverbünden, wo die Fachleute integriert werden und die militärische Ausbildung bekommen und dann im Einsatz eingesetzt werden können. Weil das hatten wir vorhin kurz im Impulsvortrag schon gehabt. Im konkreten Einsatz nachher bedarf es beider Qualifikationen, weil man braucht ein gewisses strategisches Verständnis, auch
militärisch zu denken, muss ich natürlich auch können, wenn ich zum Beispiel im Einsatz bin, weil sonst habe ich auch für diese strategischen Entscheidungen kein Verständnis und kann eben nicht einschätzen, ob es jetzt eine zwingende militärische Notwendigkeit gibt oder nicht. Im Umkehrschluss kann ich jetzt aber auch nicht unbedingt verlangen, dass jeder Soldat eine umfassende Ausbildung in den jeweiligen kulturellen Bereichen und was ist Kulturgut vor Ort dann natürlich erlangt. Also die Voraussetzungen haben sich definitiv geändert. Was wir daraus machen, ist natürlich jedem selbst überlassen. Zwei Dinge freuen mich besonders, nein, eigentlich drei. Der differenzierte Vortrag, aber Partzinger hört uns wieder und er hat die Hand gehoben. Und mit ein bisschen Glück verstehen wir ihn jetzt auch, dann freuen mich schon 4 Dinge. Herr Partzinger. Ja, vielen Dank. Sorry, wir hatten ein paar technische Probleme. Ich hoffe, das passiert nicht gleich wieder. Aber ich habe ja die Diskussion jetzt am Ende hier noch mitbekommen, die ich hochinteressant fand. Man muss sich ja, glaube ich, nichts vormachen. Anders gesagt, der physische Schutz von Welterbestätten, von Kulturerbe ist enorm schwierig, wenn ich einen völlig entschiedenen Gegner habe. Wer hätte damals in dem Machtbereich des sogenannten Islamischen Staats gemeint, irgendetwas tun zu können? Oder jetzt in der Ukraine. Aber ich glaube, es gab ja eine Zunahme, das wäre letztendlich das Ende meines Vortrags gewesen, was dann irgendwie abgebrochen ist. Es ist ja eine Zunahme dieser gezielten Kulturzerstörungen, immer verbunden mit Massakern. Was jetzt in der Ukraine passiert, sind ja auch Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Was sich geändert hat, ist, dass wir wirklich ein verändertes Bewusstsein haben, dass wir hier überhaupt über solch ein Thema sprechen und eben auch, was Frau von Schorlemmer vorhin sagte, die gerichtliche Verfolgung, auch wenn es nur dieses Ansardine-Anführers aus Mali bislang verurteilt wurde, aber es ist ein Thema, was sozusagen auf der Tagesordnung ist. Es wird dokumentiert. Was jetzt in der Ukraine passiert, wird sehr genau hingesehen, von Anfang an schon. Man hat da wieder dazugelernt, man wartet gar nicht erst. Aleppo, wir haben da ein relativ intensives Damage Assessment gemacht durch viele Aktivisten, die uns zum Teil Videos geschickt haben, die das genau verfolgt haben, wie auch wiederum die Russen systematisch die Altstadt von Aleppo, Welterbestätte der UNESCO, zerstört und zerbombt haben. Aber hier wird man das von Anfang an dokumentieren und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, egal wie man das durchsetzen kann. Wir wissen ja nicht, wie der Krieg ausgeht und welches System in Russland in 15 Jahren noch sein wird. Aber diese Rechnung wird man präsentieren. Und ich glaube, das ist ungemein wichtig, dieses, was wir Awareness Raising auch nennen, ja, dass das wirklich auf der Tagesordnung ist, dass man sich diesen Dingen annehmen muss. Herr Rock, auch dieses Element, dass man die Streitkräfte kulturgeschichtlich sozusagen mit unterstützt, mit auch sozusagen Wissen vermittelt. Wir haben das damals, als ich noch beim Deutschen Archäologischen Institut war, als Anfang der Nullerjahre die ersten Bundeswehreinheiten nach Afghanistan geschickt worden sind, haben wir solche Schulungsprogramme gemacht, eben sozusagen die Kulturgeschichte des Afghanistans, was bedeutet es, auf welche Dinge muss man eingestellt sein, was ist besonders wichtig. Ich glaube, das ist ungemein wichtig, denn dass die Amerikaner 2003 nicht nur die Plünderung des Museums, des Nationalmuseums und Kaugummi kauen sozusagen zugeguckt haben, sondern auch noch mitten in Babylon einen Hubschrauberlandeplatz errichtet haben. Also es ist flach dort, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, was das für vielleicht gibt es die, keine Ahnung, aber dass man sich sowas wirklich sehr, sehr gut überlegt, ob man das nicht irgendwie 200 Meter weiter links oder rechts machen kann und mitten in die Ruine. Wir haben übrigens jetzt demnächst, werden wir ein Forschungsprojekt beginnen mit der Antikenverwaltung im Irak, um eben wirklich eine Dokumentation, auch eine Schadensdokumentation in Babylon eben auch vorzunehmen. Ein Punkt, der immer noch wichtig ist, wenn man sozusagen, also wenn der physische Schutz von Kulturerbe oder auch Weltkulturerbe so schwierig ist, im Vorfeld etwas zu tun. Wir hatten gestern einen Austausch mit der UNESCO. Man überlegt in der Tat, ob, wenn der ukrainische Staat das will, ob man tatsächlich noch zu Evakuierungen von bestimmten Kulturgütern übergehen kann. Dann eben diese sichere Häfen, Safe Haven Regelung, dass man Dinge ins Ausland verbringt, dort eben so weit aufbewahrt, bis die Dinge dann wieder zurückgegeben werden können. Das ist natürlich hochkompliziert. Zunächst mal, wenn man das in bestimmten Teilen des Landes machen will, müsste man ja sofort damit beginnen, denn wenn sozusagen die Front erstmal nahe rückt und die Zerstörungen und die Raketeneinschläge, ist es ja ein Risiko. Wir versorgen jetzt die ukrainischen Museen und Bibliotheken mit Verpackungsmaterial. So banal das klingt, mit Kisten, die man gut stapeln kann, damit die überhaupt ihre Kulturgüter
Kulturgüter irgendwo in ihren Kellern und Gewölben sozusagen möglichst kompakt lagern können. Aber das ist noch etwas, was diskutiert wird und wo man aber noch unentschieden ist. Und wie gesagt, das hat natürlich auch eine juristische Dimension. Es geht natürlich nur, wenn das auf Bitten des ukrainischen Staats stattfindet. Und der letzte Punkt, auch in der Ukraine müssen wir im Zuge und nach diesem Konflikt auch mit illegalem Handel von Kulturgütern rechnen. Also man kann fest davon ausgehen, dass geplündert wird, ob das Ikonen sind oder Kunstwerke aus Museen, Archäologiker aus Museen. Man muss, dass sie jetzt Raubgrabungen machen, glaube ich, weniger. Es liegt genug in den Museen. Also das wird auch nochmal ein Punkt, wo auch unsere Zollbehörden und so weiter wirklich vorbereitet sein müssen. Vielleicht so viel. Frau von Schorlemmer. Ja, vielleicht nochmal Blut für Steine. Also ich habe in der völkerrechtlichen Diskussion über lange Jahre hinweg immer auch dagegen argumentieren müssen, dass relativ viele Menschen wahrscheinlich instinktiv sagen, Menschenleben zu retten ist doch wichtiger im bewaffneten Konflikt, als sich um Steine zu kümmern. Und das ist mir auch im Kreise von Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtlern so immer wieder begegnet und noch gar nicht allzu lange her. Und ich denke, hier haben wir doch einen entscheidenden Schritt jetzt getan. Wir wissen, es gehört zusammen. Jeder muss das tun, auch im bewaffneten Konflikt, was er zu leisten in der Lage ist. Die einen kümmern sich um die Menschenleben, die anderen um die Steine, um das Kulturgut. Es ist aber auch wichtig, dass man sich im bewaffneten Konflikt, in Krisen, dem Kulturgut zuwendet. Auch deswegen, und das sagt auch die NATO tatsächlich in einem Policy Paper, weil es leicht eskalationsfördernd wirken kann. Wenn Kulturgut zerstört wird, dann wird noch heftiger gekämpft. Das trifft die Menschen. Also es ist sogar konfliktverschärfend. Auch deswegen müssen wir uns den Kulturgütern, den Steinen zuwenden und auch in die Phase des Wiederaufbaus, das wurde ja auch schon angesprochen, nach dem Krieg, nach einem Konflikt ist es so wichtig, dass nicht nur die Orte noch wiederzufinden sind, wenn Flüchtlinge zurückkehren, sondern dass tatsächlich auch positive Anknüpfungspunkte es gibt für einen ökonomischen Wiederaufstieg, ob das jetzt touristische Bereiche sind oder auch andere, die mit dem Kulturgut verbunden sind. Also es ist wichtig, auch für die Postkonfliktphase noch Kulturgut zu erhalten und auch zu schützen. Und nicht zuletzt, es trifft die Würde, die Identität eines ganzen Volkes. Also hier ist Bewusstsein geschaffen worden. Es sind auch die Steine, die wir retten müssen. Und das machen wir parallel. Und deswegen gibt es auch kein ethisches, moralisches Dilemma, so wie es lange auch dargestellt wurde. Ich bin dankbar, dass Hermann Patzinger die UNESCO anspricht, weil sie in der Tat ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist, jetzt auch Kontakt zu halten. Also Kontakt zu halten mit den Welterbe-Managerinnen und Managern, mit den Museumsdirektorinnen und Direktoren und hier auch nach Lösungen zu suchen. Im Übrigen hat sie auch Satellitenaufklärung gemeinsam mit UNITA. Sie kann also auch die Lage vor Ort recht gut einschätzen. UNITA ist eine UN-Organisation, die diese Satellitenaufklärung auch leistet. Und es gab auch eine Sitzung des Exekutivrats, wo man sich auch vorgenommen hat, das Ganze nicht nur zu überwachen, sondern eine Art Emergency Program aufzulegen. Und hier jetzt an Evakuierung zu denken, ist in der Tat spät. Das ist sehr herausfordernd, weil wir auch wissen, dass zum Beispiel die Haager Konvention zwar den Transporte auch vorsieht, aber solche Transporte sind nicht absolut geschützt. Das ist nur so weit möglich zu schonen. Also solche Transporte insbesondere, wenn sie dann ins Ausland stattfinden würden, wären riskant, aber Safe Haven gibt es immer auch in situ, also vor Ort. Und da wünschte man sich natürlich auch Lösungen, vielleicht auch sichere Orte noch in der Ukraine für wertvolles Kulturgut. Denn die Verbringung in das Ausland in der Tat zu einem späten Zeitpunkt und angesichts der Gräueltaten, die wir hier sehen, ist wahrscheinlich, wie Hermann Patzinger gesagt hat, auch höchst riskant. Aber da ist die UNESCO tätig und koordiniert. Das ist vielleicht auch nicht das Wenigste. Deswegen sollte sie auch einbezogen werden, auch wenn die NATO aktiv ist, wenn die EU aktiv ist. UNESCO hat hier den Überblick. Es ist die universell weltweit tätige Organisation und sie hat natürlich enorm viel Expertise, gerade auch im Kulturbereich, mit Kulturwissenschaftlern zu arbeiten, ist ihr täglich Brot. Also ich denke, es ist schon ganz wichtig, hier auch diese UN-Organisation, Sonderorganisation einzubeziehen und nicht nur zu informieren, sondern sie auch in ihrer Koordinationsfunktion auch wertzuschätzen. Ganz kurz, Sie haben es gemerkt, ich schaue ab und zu, scanne das Halbrund hier im Hörsaal. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie zur Diskussion beitragen wollen, bitte melden Sie sich. Noch nicht, kommt aber vielleicht noch.
Herr Rock, Sie wollten spontan reagieren. Ich wollte ein Stichwort noch in die Debatte werfen, weil das die letzten Tage durch die Medien ging. Bundesregierung, verschiedene Graswurzelinitiativen, Museumsbund schließen sich zusammen, um die Kulturschätze der Ukraine zu digitalisieren. Ist das jetzt das Mittel der Wahl, um auch schnell helfen zu können, um schnell sichern, dokumentieren zu können? Also vielleicht gebe ich eine kurze Antwort auf die letzte Frage. Natürlich zu spät oder sehr spät. Auf der anderen Seite, wenn jetzt noch Dinge zu digitalisieren sind, beziehungsweise aufgenommen werden können, wir wissen ja nicht, wie lange dieser Krieg noch dauert und wie er sich noch weiterentwickelt. Da gucken wir ja alle im Augenblick in eine Blackbox. Ist vielleicht sehr spät, besser als dann gar nicht. Aber ich will Frau von Schorle mal ausdrücklich zustimmen, dass die UNESCO hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Man hat sich ja klugerweise dazu entschieden, nicht nur auf die Welterbestätten jetzt zu gucken, sondern das zu weitern. Also auch die da auf der Anwärterliste sind. Das sind, glaube ich, insgesamt 20 Orte, die jetzt oder Städten, die 724 beobachtet werden mit Satelliten. Aber wir sehen schon, die UNESCO hat da Möglichkeiten. Aber das beste Lagebild in einem solchen Krieg haben natürlich die Geheimdienste. Das hat auch die NATO. Der gesamte Intelligence-Bereich. So, da fehlt es teilweise nach meiner Wahrnehmung an Vernetzung, am Austausch. Einfach auch an der Sage, das geht ja auch in beide Richtungen. Schauen Sie, wenn Sie, was ich vorhin angesprochen habe, sehen, dass eine Verschärfung im Umgang mit Kulturgut, da gibt es ja auch bestimmte Konjunkturen in solchen Konflikten, an denen kann man etwas ablesen, kann eine Eskalation oder eine Deeskalation ablesen. Da wäre zum Beispiel wichtig, auf die Leute mehr zu gucken und vielleicht auch hinzuhören von militärischer Seite, die das machen. Es gibt einen Blogger in der Ukraine, einen Kurator und Journalisten, Konstantin Alkinscha, der jeden Tag oder jeden zweiten Tag zusammenfasst, was er mitbekommt, was er sieht, was er hört, wo Kulturgut bedroht ist, zerstört wird. Er dokumentiert das mit Bildern und Ähnlichem. Da muss man sich kurzschließen. Das heißt, man profitiert ja auch von den Informationen wechselseitig. Das ist das, was wir meinten, wo wir einfach die Schnittstellen besetzen müssen. Und vielleicht noch etwas, wenn ich es vergleiche mit dem letzten großen Krieg, der uns beschäftigt hat, nämlich den in Bergkarabach, und schaue mir dort an, wie viel Kulturgut dort zerstört wurde und wie dort beispielsweise Tiere jeweils in Moscheen oder auch in Kirchen getrieben wurden, wie systematisch Bildsteine zerstört wurden, wie in Kirchen, in Klöster geschossen wurde, das ist vergleichsweise weniger wahrgenommen worden, nach meiner Wahrnehmung, als die Bedrohung des Kulturguts, die wir jetzt im Ukraine-Krieg sehen. Das mag etwas damit zu tun haben, dass der Krieg in der Ukraine uns näher kommt, uns mehr beschäftigt als der in Bergkarabach. Es könnte aber durchaus auch sein, dass wir stärker einfach darauf gucken und sagen, wir haben auch was dazugelernt. Wir wissen, dass das innerhalb von Krisen und Konflikten und Kriegen ein wesentliches Momentum ist, um das wir uns mehr kümmern müssen. Hermann Patzinger hat sich wieder gemeldet. Ja, ich wollte nochmal auf das Digitalisieren zurückkommen. Ich glaube, es geht weniger darum, dass jetzt schnell mal digitalisiert wird. Das tut man in den Museen, in den Bibliotheken und Archiven auch. Wir haben auch Informationen, man versucht, so wie es irgendwie geht, noch zu digitalisieren. Aber das zentrale Anliegen, und das ist, glaube ich, das, worauf sich das bezog, ist sozusagen, wir müssen Speicherkapazität anbieten. Dort ist unglaublich viel schon digitalisiert worden. Ich habe in Kiew zwei ehemalige Humboldt-Stipendiatinnen von mir sitzen. Wir sind schon seit Tagen jetzt dabei, Terabyte von Daten zu überspielen. Wir haben wirklich Speicherkapazität bereitgestellt, was viele andere deutsche Einrichtungen auch machen. Das sind ganze Pläne von Ausgrabungen digitalisiert. Und dieses Kulturgut und diese Information über Kulturgüter, die bereits digitalisiert sind, zu retten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und es ist immer, wann immer wir Kontakt haben mit kulturverantwortlichen Wissenschaftlern in der Ukraine, das Erste, schafft uns Möglichkeiten, dass wir unsere Daten überspielen können. Das Zweite, Herr Akinscha, die Arbeit ist wirklich enorm wichtig, Herr Rock. Herr Akinscha hat ja auch schon zu deutschen Kulturgutverlusten Wesentliches geleistet und 1991, als er mit seinem Kollegen Kozlov, der in Moskau saß, Akinscha saß ja in Kiew, haben die Transportlisten der sowjetischen Trophäenkommission zwischen 80 und 90% fotokopiert und nach Deutschland gebracht, was natürlich für diese Art des Kulturraubs für uns eine ganz wichtige Quelle ist. Und es ist wahr, Nagorny-Karabach, Aleppo, Syrien, man schaut da nicht so, es ist weiter weg. Die Ukraine, man kennt sie vielleicht nicht so gut, weil man in Syrien früher vielleicht eher gereist ist als in der Ukraine, aber es ist einem irgendwie vertrauter. Aber ich glaube auch, ich glaube, dass Herr Rock recht hat, wir schauen genau hin, wir nehmen das wahr. Wir nehmen das wahr und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und nochmal ein letzter Aspekt zum Punkt
Blut für Steine. Als es in Syrien losging, die großen Zerstörungen, haben wir 2014 im Auswärtigen Amt mit der UNESCO gemeinsam eine große Syrien-Konferenz veranstaltet, wo es um die Situation der Kulturgüter geht, aus aller Welt, 180 Teilnehmer. Viele Aktivisten aus Syrien, die auf abenteuerlichen Wegen über den Libanon aus dem Land kamen. Und wenn man gesehen hat, auch wenn man ja immer hört, ja, euer Konzept von Kulturerbe, das ist ja was ganz Westliches, das haben die dort ja gar nicht. Ja, das hört man ja auch, diese schlauen Einschätzungen. Nichts davon ist wahr. Wenn Sie sehen, wie junge Leute in Syrien unter Einsatz ihres Lebens versucht haben, halb zerschossene Moscheen, andere historische Gebäude mit Sandsäcken, mit Stützen irgendwie abzusichern, bevor sie völlig zusammenstürzen, dann sieht man erstens, dass es eben kein rein westliches Konzept ist, das kulturelle Erbe, und dass zweitens natürlich wirklich ein enormer Einsatz dort auch gefahren wird. Und Ähnliches hören wir auch aus der Ukraine, um diese Dinge wirklich auch zu schützen und zu retten. Zum Thema Ukraine und Digitalisierung Alexander Gatsche, und danach haben wir die erste Wortmeldung aus dem Rund des Hörsaals. Nicht so ganz. Ich würde gerne einerseits kurz was ergänzen, was Herr Oberst-Rock gesagt hatte, und dann noch am Ende eine Frage an Frau Professor von Scholdermar stellen wollen. Und zwar, was die NATO angeht. Es ist ja oft so, dass sich das Bewusstsein bei den einzelnen Streitkräften oder halt Bündnissen erst bildet, wenn der Bedarf oder der Nutzen ersichtlich wird. Und das ist leider traurig, die Situation. Manchmal muss es so sein. Die Situation mit der NATO war vor allem von einem Schlüsselereignis geprägt, unter anderem in Libyen. Als es darum ging, ein römisches Fort zu erhalten, wo sich gerade Aufklärungsstreitkräfte drin befunden haben. Das war dann so, dass die NATO dann unter Unterstützung von Archäologen und Historikern mitgeteilt wurde, hier ist jetzt aber ein historisches Gebäude. Hier müssen wir Obacht geben. Und die NATO hat entschieden, dann sehr gezielt die Einsatzfahrzeuge zu zerstören, wodurch das Kulturgut erhalten blieb. Und daraufhin hat die NATO ein ganz gutes Feedback bekommen. Und dadurch hat sich vieles bewegt, natürlich dann auch durch die internationale Entwicklung im Völkerrecht. Und das Gleiche ist natürlich überall zu beobachten. Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten, eben auch über solche Projekte, dass wir da das Bewusstsein schaffen, dass wir hier weiterkommen auf diesen Ebenen. Was ich mich aber frage, wenn es jetzt vor allem um das Thema Einsatz und auch vor allem Auslandseinsatz geht, und da möchte ich jetzt kurz auf die Frage überleiten, gibt es im Rahmen des Kulturgüterschutzes ein Obligationsrecht, also das Kulturgutschutz als solches obligativ ist, im Einsatz zu beachten? Ich weiß, es ist wohl ein eigener Rechtsbereich, auch im humanitären Völkerrecht. Ich hatte nämlich 2017 auf einer Tagung gab es einen Bericht zum humanitären Völkerrecht, wo ein Konsens war, der Schutz von Kulturgut ist an sich nicht obligatorisch. Und da ist natürlich für mich die Frage, ich habe die alle Einsatzstatuten studiert und eigentlich, Sie hatten es vor uns kurz angesprochen, nur in Mali war es der Fall, dass es konkret auch im UN-Einsatzmandat drin stand, die malischen Behörden beim Schutz von Kulturgut zu unterstützen. Und auch erst da hat die Bundesregierung in ihrem Einsatzmandat für die Bundeswehr das auch übernommen. Es stand noch bis 2017 drin, im neuen 2020 habe ich es nicht mehr gefunden. Deswegen meine Frage, und andere Armeen, die ja auch in diesen Einsätzen aktiv sind, betreiben den Kulturgutschutz ja von sich aus. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie Sie das sehen. Also grundsätzlich sind alle Vertragsstaaten der Genfer Abkommen gehalten, die Regeln, die sich in diesen Abkommen befinden, zu vermitteln und auch zu unterrichten. Das haben sie übernommen. Das ist eine Pflicht aller Vertragsstaaten, der Genfer Abkommen aller 4. Der 4. bezieht sich auf den Schutz von Zivilpersonen. Da gibt es die 2 Zusatzprotokolle. Und jeder Vertragsstaat hat diese Pflicht und das eben auch nicht nur zu vermitteln der Öffentlichkeit, sondern auch zu unterrichten. Und sowohl zum Beispiel auch an Universitäten zu unterrichten, aber natürlich auch den Streitkräften zu unterrichten. Und dafür gibt es Militärhandbücher. Militärhandbücher, die dann auch letztlich das positive Recht wiedergeben, und zwar in einer Form und Art und Weise, dass es eben auch Soldatinnen und Soldaten vermittelt werden kann. Und diese Militärhandbücher sind ein zentrales Instrument für alle Staaten. Die können natürlich leicht unterschiedlich ausgestaltet werden, aber sie geben immer den Inhalt des humanitären Völkerrechts, konkret auch der 4 Genfer Abkommen und der beiden Zusatzprotokolle wieder. Und da ist dann auch die Opinio Juris des jeweiligen Staates zu erkennen und auch vielleicht sogar die abgeleitete Policy, je nachdem, wie so ein Militärhandbuch ausgestaltet ist. Aber der gemeinsame Nenner ist das Völkerrecht. Und wie weit dann
Einsatzmandate zustande kommen oder mit welchem Inhalt dann auch Armeen agieren, das ist natürlich auch eine Frage letztlich der Politik, dies anzuordnen. Aber es ist geregelt, gleichmäßig für alle Vertragsstaaten, dass sie den Inhalt des humanitären Völkerrechts auch an ihre eigene Bevölkerung und die Öffentlichkeit, also nicht nur ans Militär, sondern auch in der Lehre zum Beispiel, wird man aufgefordert, das auch wiederzugeben. Also soweit jetzt Ja, die Antwort. Ich weiß nicht, ob sie zufriedenstellt, aber ich finde das interessant, weil es ist halt wirklich zu beobachten, vor allem der typisch deutsche Einschlag, was nicht konkret steht, muss ich jetzt nicht unbedingt einhalten, auch im Einsatzmandat. Aber schauen Sie, das Internationale Komitee von Rote Kreuz macht ja auch regelmäßig Schulungen und Treffen. Also es gibt ja ganz viele Veranstaltungen auch, die darauf hinwirken, dass die Rechtsregeln auch tatsächlich vermittelt werden, auch in Deutschland. Auch Nachwuchskräfte werden regelmäßig instruiert. Also da ist wirklich, das nimmt man sehr ernst. Also es ist nicht so, dass das Völkerrecht da irgendwo schwebt und dann gucken wir mal, sondern das wird wirklich vermittelt. Und das IKRK ist da, also die Rotkreuz-Gesellschaft insgesamt ist ja auch sehr aktiv. In der Bundeswehr ist das die Vorschrift A2141-1, das zum humanitären Völkerrecht. Das ist genau das wiedergegeben eigentlich. Das entspricht dann aber halt auch in Anführungsstrichen nur Haager Konvention 7.1, Vermittlung des Wortlautes innerhalb der Streitkräfte nach Gesetz 67. Das waren aber jetzt zu viele Zahlen. Und Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das sind zu viele Zahlen. Ich würde jetzt gerne die erste Frage aus dem Publikum aufrufen. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Ja, Katja Lemke ist mein Name. Ich habe eine Frage zu dem Thema des heutigen Tages, Zerstörung von Kulturgut als Kriegsstrategie, und hätte da an Herrn Patzinger die Frage, die jetzt ein bisschen provokant ist, aber Sie kennen Russland sehr gut. Ist die Zerstörung von ukrainischem Kulturgut wirklich eine Kriegsstrategie der Russen? Ich würde das in Frage stellen, weil die Russen doch eigentlich die Ukraine als ihr eigenes Land ansehen und daher doch ein Interesse daran haben sollten, dieses Kulturgut zu erhalten. Das ist einfach eine Frage, die mir wichtig ist, weil es mir im Endeffekt um dieses Thema der kulturellen Identität geht. Also um als Gegensatz mal das Beispiel zu nehmen, was Sie auch schon genannt haben, Palmyra. Palmyra, der Islamische Staat, hat diesen Bereich nicht als seine eigene kulturelle Identität anerkannt, im Unterschied zu anderen Syrern. Sie haben es eben schon erwähnt, Khaled al-Assad, der Name sei heute auch noch mal genannt, ist der Museumsdirektor von Palmyra, der sich selbst geopfert hat, der an den Füßen aufgehängt wurde an der Säulenstraße als Syrer. Also das war seine kulturelle Identität. Aber es gab eben diese Gruppe von Menschen, die das nicht so gesehen haben. Und dann ist es zu dieser Zerstörung gekommen. Also Strategie hat auch immer etwas mit dem Bewusstsein der Menschen zu tun. Ja, Frau Lemke, da haben Sie vollkommen recht. Ich habe das auch in diversen Interviews auch schon deutlich gemacht. Bei all den Angriffen, die menschenverachtend, schockierend, ohne Rücksicht auf Verlust in der Zivilbevölkerung und natürlich dann auch ohne Rücksicht auf irgendwelche kulturellen Zerstörungen, darf man nicht jetzt sofort daraus schlussfolgern, dass gezielt Kulturerbe, historische Bauten zerstört werden. Da muss ich, also jedenfalls meine Informationen reichen nicht aus, das so dezidiert zu sagen, ja, dass man das etwa mit der Sprengung von Palmyra oder sowas vergleichen kann. Natürlich, es wird einfach Rücksicht auf gar nichts genommen, ja? Und die Kultur auch nicht, erst recht nicht. Also der Grund ist, glaube ich, weniger, dass man dieses Gebiet ja einbeziehen will in seinen Machtbereich und das heißt die eigene Kultur sieht. Das kann man so und so interpretieren, denn ich meine, ich habe mir die Rede von Putin da mal im Original angehört und auch seinen Artikel da gelesen, denn er war ja vor 2 Jahren oder was immer auf der russischen Botschaft konnte man den sich ja runterziehen. Und dieses Geschichtsverständnis ist ja schon wirklich abstrus. Und dieses Leugnen nicht nur der Eigenstaatlichkeit, sondern auch der kulturellen Identität, dass es der in der Ukraine als eigenes Volk gar nicht gibt, ja, obwohl es eine eigene Sprache ist und vieles, natürlich eng verflochten mit Russland, Weißrussland. Das ist eine hochkomplizierte Geschichte und eine hochkomplizierte Entwicklung, die von ihm einfach weggewischt wird und in ein Schwarz-Weiß-Bild gepresst. Aber so weit zu gehen, dass er jetzt deshalb das Kulturerbe auslöscht, kann man nicht sagen. Und dass er vielleicht deshalb aufgrund der kulturellen Nähe das schont oder eben nicht gezielt ausschalten möchte, kann man jetzt auch nicht sagen. Fakt ist, ich glaube, man kann den Russen vieles unterstellen, aber dass sie wirklich gezielt Kulturerbe zerstören, auch wenn es gar nicht nötig wäre, da glaube ich, gibt es noch keine Anhaltspunkte dafür. Vielen Dank. Jedenfalls habe ich keine.
Eine Ergänzung, ganz kurz nur. Vielen Dank nochmal für den Einwurf, Frau Lemke. Wir haben ja natürlich auch nicht so eine große kulturelle Differenz zwischen der Ukraine und Russland. Und das ist wahrscheinlich der Grund. Aber dass, Herr Patzinger hat es gesagt, Zerstörung billigend in Kauf genommen wird, ist das eine. Aber was ganz wichtig ist, von ukrainischer Seite besteht die größte Sorge. Und nach 2014 hat man es ja auch gesehen, Stichwort Skütengold, dass sich dann Kulturgut in nicht unerheblicher Größe irgendwo anders findet, aber nicht mehr in der Ukraine, sondern möglicherweise dann in Museen in Moskau oder in St. Petersburg. Das ist, so habe ich das wahrgenommen, eine ganz, ganz große Sorge der ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist eine andere Form von Kulturmissbrauch. Ich will jetzt nicht sagen Verbrechen. Vor allem, wenn ich das kurz ergänzen darf, vor allem dann, Herr Rock, wenn in irgendeiner Form Dinge besetzt werden, aber am Ende ein Waffenstillstand erreicht wird, aber es klar ist, es kann nicht der Endzustand sein. Dann wird man die Bereiche, die man in der Macht hat, die wird man plündern. Das würde ich wirklich jetzt mal annehmen wollen. Genau. Nächste Frage, dort oben. Flussläufe stehen hier auch unter Schutz. Ich denke daran, dass früher ja mal Deiche gebaut wurden, um Städte unter Wasser zu setzen. Oder man könnte ja auch Schaffhausen den Rheinfall sprengen und dann läuft der Bodensee leer. An wen richtet sich die? Wer kann sie beantworten? Können Frau wir von Schollemer. Also es ist nach dem humanitären Völkerrecht verboten, auch Anlagen zu beschädigen, zu zerstören, die dann auch unheilvolle Entwicklungen auslösen können. Also zum Beispiel Dämme dürfen nicht zerstört werden. Das sieht das erste Zusatzprotokoll zu dem Genfer Abkommen vor. Es ist auch die Umwelt normiert als ein Schutzgut. Das ist nicht sehr elaboriert. Als die Zusatzprotokolle angenommen wurden 1977, war der Umweltschutz noch nicht so wichtig, aber es ist auch eine Umweltzerstörung nicht erlaubt. Also ich weiß nicht, ob Ihre Frage in diese Richtung zielt, aber das ist Gegenstand des humanitären Völkerrechts und da wird nachgebessert. Man versucht jetzt den Umweltschutz stärker zu machen. Unter anderem arbeitet auch die International Law Commission daran. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Und wenn man jetzt sagt Kultur, das ist auch die Umgebung, dann gehört natürlich die natürliche Umgebung dazu. Und wir haben ja auch Weltnaturerbestätten. Also wenn wir von Welterbestätten sprechen im Sinne der Konvention zum Schutz von Kulturgut und Kultur- und Naturerbe der Welt von 1972, dann gehören auch die natürlichen Stätten dazu. Also insofern gibt es schon auch diese Beziehung zwischen Kultur und Naturerbe und beides steht unter dem Schutz des humanitären Völkerrechts. Anka Harvard-Feier von der Volkswagen Stiftung hat den Chat gemonitort und da gibt es auch Fragen. Genau, aus dem Chat kommt eine Frage oder Anmerkung von Herrn Weschenfelder. Die richtet sich auf die Prävention für den Kulturgutschutz. Und er wüsste gerne, ob es für den Kulturgutschutz auch schon in Friedenszeiten Notfallpläne, Evakuierungspläne gibt und das vielleicht sogar für politisch weniger prekäre Regionen. Ja. Also Ja, können wir alle was zu sagen? Genau. Sagen wir vielleicht alle mal kurz was dazu. Genau. vielleicht zuerst Völkerrecht, weil das ist ja immer der Rahmen, ja, und dann kommen ja die konkreten Umsetzungen. Also das Völkerrecht sieht auf jeden Fall so auch vor, die Haager Konvention, und die ist ja jetzt auch zentral von 1944, weil sie eben auch Russland auch unterzeichnet hat, weil sie überhaupt universell ratifiziert ist, sieht immer vor auch Kulturgutschutz in Friedenszeiten. Also das beginnt sogar damit, dass in Friedenszeiten schon Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und insofern ja, gerne. Ja, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 2021 hat einen Leitfaden herausgegeben, der auch das im Grunde genommen auch jedem ins Aufgabenbuch schreibt. Und ich selbst habe es erlebt beim Hochwasser 2013, wie wir da agiert haben, weil wir nämlich vom Hochwasser 2002 in Dresden gelernt haben und einfach bessere Verfahren hatten und einfach wussten, was wir tun müssen. Da gibt es Rettungspläne, ganz klar. Also von deutscher Seite her muss man natürlich unterscheiden zwischen dem Katastrophenfall und dem Konfliktfall. Wenn es jetzt konkret darum geht zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auch auf den Katastrophenfall, der auch in den Konfliktfall reinreicht, sind natürlich vor allem auf deutscher Ebene SILK zu nennen. Hier natürlich untergeordnet die ganzen Notfallverbünde in den einzelnen Städten, die sich gegründet haben und jetzt mittlerweile neu koordinieren.
im Hinblick dann aber auch auf die Konzeption zivile Verteidigung, auch vom Bundesinnenministerium erstellt, ist es natürlich auch wichtig, dass hier der Kulturgutschutz auch als kritische Infrastruktur genannt wird und hier natürlich dann auch Berücksichtigung findet. Und das sind genau diese Prozesse, die auch in Friedenszeiten auch auf Basis des Völkerrechts dann umgesetzt werden. Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, natürlich Notfallverbünde, es gibt eine ganze Menge und das Gefährdungsspektrum erweitert sich unentwegt. Man hat natürlich, oder Kultureinrichtungen in Deutschland sind vor allem vorbereitet eben auf Wassereinbrüche, auf Brände, auf Diebstähle nach Bode-Museum und Grünem Gewölbe, auf Anschläge in den Sammlungen, dass irgendwelche irgendwelche Flüssigkeiten auf Objekte spritzen. Das hat sich erweitert in der letzten Zeit, es nimmt wirklich zu. Aber ich glaube kaum, dass ein deutsches Museum auf einen Kriegsfall vorbereitet wäre. Und das ist etwas, wir haben das sofort intern auch diskutiert. Und wir werden also jetzt uns nicht darauf vorbereiten, aber ich glaube, wir werden uns schon einmal Gedanken dazu machen müssen, wie würde ein solcher Notfallplan in einem solchen Fall aussehen müssen. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was eben jenseits unserer Vorstellungskraft bislang gewesen ist. Aber wir wissen, wir müssen auch auf solche Fälle vorbereitet sein. Wie gesagt, nicht unmittelbar, aber wir müssen einen Plan haben. Und interessanterweise nimmt man sich bei den Kultureinrichtungen jetzt die Pläne aus dem Zweiten Weltkrieg. Was ist wo, wie zuerst ausgelagert worden? Prioritätensetzungen sind da natürlich wichtig. Die DDR interessanterweise hatte sowas gemacht für ihre Kultureinrichtungen, jedenfalls in Berlin. Das liegt uns auch vor. Also es ist ein Thema, dem wir uns jetzt einfach wieder annehmen, weil ich glaube, auch annehmen müssen. Und weil ich gerade das Wort habe, möchte ich mich bei der Gelegenheit dann entschuldigen und gleichzeitig verabschieden, weil ich weiter muss und fand es eine ungemein spannende Runde und schade, dass ich nicht physisch bei Ihnen sein konnte, aber ich hoffe, ich konnte wenigstens das eine oder andere noch beitragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Patzinger. Und für mich ist das auch ein bisschen das Signal, jetzt die Schlussrunde auf dem Podium einzuleiten. Ich würde nur gerne vielleicht noch direkt dazu auch anmerken, dass die Leopoldina die Arbeitsgruppe auch eingerichtet hat zu dieser Notfallvorsorge und auch die Frage, wie kann im Krisenfall Kulturgut gerettet werden und das sich auch genau analysierend anschaut auf nationaler Ebene, wo Herr Patzinger mitwirkt, wo ich mitwirke, andere. Das ist also ein wichtiges Thema und ich will nur anmerken, dass die Leopoldina das schon einige Zeit erkannt hat und dass daran auch gearbeitet wird. Das ist vielleicht jetzt nochmal, weil Leopoldina ist ja Mitveranstalter und ich will das auch nochmal hervorheben, dass man hier auch prospektiv auch Risiken erkennt und dann auch entsprechende Möglichkeiten zu Lösungen eruiert. Eine so spannende und aspektreiche Diskussion kann man nicht zusammenfassen, das soll man auch gar nicht versuchen, aber wir wollten ja fragen, wie sich der Kulturschutz gut verbessern lässt. Wir wollten ja in die Zukunft ein wenig schauen. Deswegen ist meine Frage an das Panel zum Schluss, mit der Bitte um eine knappe Antwort, gerne in Thesen, von hier aus in 5 Jahren nach vorne geschaut. Wo sind wir vorangekommen? Wo sind wir besser geworden? Wir, die Welt, Deutschland beim Kulturschutz gut. Möchten Sie beginnen, Frau von Schauleber? Es gibt die ersten Urteile, Strafurteile gegen Kriegsverbrechen generell, aber auch Kriegsverbrechen am Kulturgut. Davon gehe ich aus, dass das in 5 Jahren dann auch möglich sein wird, ja. Mehr konkrete Urteile, will ich mal sagen, und auch auf den Konflikt bezogen, den wir heute Abend ja auch schwerpunktmäßig behandelt haben. Ja. Der Siegeszug des Rechts. Herr Rock. Eine Implementierung neben den landeskundlichen Beratern im Einsatz von Kulturberatern, Kulturschutzgutberatern für die Kommandeure im Einsatz und eine stärkere Sensibilität, dieses Thema in der Ausbildung, in taktischen Lagen auch mehr zu bedenken. Das wünsche ich mir für uns und ich glaube, da sind wir auch auf dem richtigen Weg jetzt. Vielen Dank. Und Herr Gatsche, Ihr Blick in die Eigentlich möchte ich Glaskugel. dazu kurz ergänzen, die Briten haben es in 5 Jahren geschafft. Mal gucken, ob wir es in den nächsten 5 Jahren auch schaffen, uns aufzustellen. Ansonsten hoffe ich natürlich in den nächsten 5 Jahren in dem Themenbereich noch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, so wie wir alle und alle, die in diesem Teilbereich arbeiten. Und ich bin zuversichtlich, dass wir uns hoffentlich nicht nur an diesen Krisen orientieren, sondern auch positiv in die Zukunft gucken müssen, dass das Kulturgut, auch was uns selber ausmacht, zukünftig erhalten bleibt. Weil eins ist wichtig, wir müssen Kulturgut mitdenken und Kulturgutschutz geht uns alle an. Das war ein Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Und wenn ich mich noch daran erinnere, wie atemlos ich hier reinkomme, ist es doch noch eine sehr runde, schöne Diskussion geworden. Danke.